What is best in life? Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of their women. Einen wunderschönen Donnerstagabend alle zusammen. Willkommen bei Alt Schlecht Gaming. Erstens, vielen Dank an Jama für das Abo im 10. Monat. Dankeschön, Dankeschön. Long live Princess Alex. Ich hatte gehofft, ich werde heute Abend Queen Alex. Wir gucken mal, was sich machen lässt. Ja, denn heute, was wir heute machen, ist der Wunschstream, den Geisterfuchs eingelöst hat. Der liebe Geisterfuchs schaut schon so lange hier zu, dass er 50.000 Kanalpunkte hat. Selbst schuld, möchte ich sagen. Und hat sich gewünscht, dass ich heute Long Live the Queen streame. Long Live the Queen ist irgendwie so eine Visual Novel, glaube ich, aber ich weiß wirklich sehr wenig darüber. Also wenn es nicht ein geheimes Aliens-Spin-Off ist, wo es ja auch eine Königin gibt, was natürlich eine schöne Überraschung für mich wäre, weiß ich ansonsten sehr wenig darüber. Das ist Crusader Kings nur in schwer. Aber Crusader Kings ist doch schon Crusader Kings in schwer. Na gut. Ja, jedenfalls ich bin ganz gespannt und aufgeregt, was Geisterfuchs uns da jetzt für heute Abend serviert. Ich jedenfalls bin gespannt, gehe da offen rein, habe wie gesagt sehr wenig über die Spiele in Erfahrung gebracht vorher. Und ja, wir schauen jetzt mal in Long Live the Queen rein und Beschwerden bitte an mich, nicht an Geisterfuchs. So. Ich möchte von vorneweg sagen, dieses Lied passt überhaupt nicht, weil das ist doch Long Live the King, wie wir wissen, seit einiger Zeit. Ich bin schon ein bisschen mit der Songauswahl überrascht, weil so richtig, also klassisch britisch wirkt das jetzt nicht auf mich, aber was weiß ich schon. Spiel ist von 2012, wie wir sehen. Hört ihr mich denn überhaupt, oder ist die Musik zu laut? Ich liebe den Sailor Moonigen Vibe, ja. Ja, stimmt, das ist schon sehr, sehr... Sound ist gut, hervorragend. Machen wir die Musik leise. Aha. So. Bei mir läuft es übrigens auf einem sehr kleinen Fenster, weil die natürliche Auflösung dieses Spiels und des Artworks in diesem Spiel sich nicht vergrößern lässt. Ich habe es bei euch jetzt aufgeblasen auf komplette Bildschirmgröße. Ich hoffe, es pixelt nicht irgendwie fürchterlich auf.
Und ja, schauen wir mal. Long Live the Queen, ich bin selbst gespannt. Was wollte ich sagen? Wir spenden heute nochmal wir sammeln heute nochmal für die UN-Flüchtlingshilfe, nicht Flüchtlingshilfe, für die UN-Hilfe. Nee, ist gar nicht UN, ich habe es jetzt zwischendurch ändern müssen. Jedenfalls für die Flutopfer in Pakistan. Für die sammeln wir jedenfalls noch. Fällt gar nicht auf, keine Pixel, sehr gut. Das wird sich spätestens nächste Woche ändern, denn, das kann ich ja schon mal sagen, es kommen nächste Woche ein paar besondere Sachen auf euch zu. Zum einen kann es sein, dass ich am Sonntag streame, wenn ich mal gucken, also ich habe am Sonntag nichts vor, falls ich irgendwie Zeit und Lust habe, kann es sein, dass ich das mache spontan. In jedem Fall aber nicht spontan wird am Montag die liebe Juniper Junebug einen Halloween-Sonderstream für euch machen. Sie übernimmt wieder meinen Kanal und gruselt sich zu eurem Vergnügen bei The Mortuary Assistant. Jawohl, und you streamt. Eine Uhrzeit hat man noch nicht gesagt. Das wird die Ju euch sagen, wann sie anfangen möchte. Und ja, also Montagabend Halloween Sonderstream Mortuary Assistant. Und zwar voll kostümiert, wie ich gerade offiziell lese. 20 bis 23 Uhr, alles Cleario. Cool. So ist das. Montag 20 bis 23 Uhr, Juniper Junebug, voll kostümiert, The Mortuary Assistant für euch. Falls bis zum Montag wieder gesund möchte, leider arbeiten, das schon mal auf jeden Fall viel Spaß. Na klar. Also gute Besserung auf jeden Fall, Geist der Fuchs. Das ist ja eigentlich, also das ist natürlich eine Abwägung, ne? Arbeiten und gesund sein. Lieber gesund daheim bleiben, aber gut, das zu machen. Was wollte ich sagen? Achso, genau. Und ab Dienstag außerdem, ich habe beschlossen, es wird nicht mehr gewartet, wir machen es jetzt einfach ab Dienstag, dem 1.11. auf diesem Kanal All Witcher 3 All the Time. Es ist soweit, Leute, wir spielen mein Lieblingsspiel von der ganzen Welt, Witcher 3 von vorne bis hinten durch. Keine Ausreden, keine Verzögerung, kein anderes Bier. Es wird Witcher 3 ab Dienstag gegeben hier auf diesem Kanal, bis der Arzt kommt. Und ja, das wird uns dann ein paar Monate beschäftigen, aber so eine richtige Jahreszeit für sowas. Ich habe heute wieder Gerüchte gehört, dass das Grafik-Update irgendwie Anfang Dezember kommen soll, aber ganz ehrlich, ich will ja auch mal irgendwie vor dem Frühling damit fertig werden. Also ab Dienstag Witcher 3, am Montag Halloween Sonderstream. Es wartet hier ein Knaller nach dem anderen auf euch auf diesem Kanal. Zum Beispiel jetzt, nämlich jetzt mit Long Live the Queen. Auf geht's, Start Game. Soll man am besten schon mal an die Karte stellen, wenn es Menschenfleisch gibt? Oh ja. Jocelyn, King Dowager, Duke of Colores. We're almost home. Your room is just the way you left it. Ich muss viel vorlesen hier wahrscheinlich, ne? Bin ich das hier? Elodie, Crown Princess? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. I know it's hard to leave your school and all your friends. Ich glaube, es ist auch zu laut, oder? Ah. Okay, wir sind 14. But I've arranged the best possible tutors for every subject. You'll have to work hard this year to prepare yourself before your 15th birthday, but I know you can do it. Oh, das recht mit Kopf auf den Gesichtern. Problematisch. Sekunde. Die sind immer da unten, oder was? Geh doch mal hier oben hin. Ist halt so. Sieht doch fast passend aus. Ja, ich sehe auch meine Stimme überall. Sobald ich die Lautstärke ändern kann. Oder weißt du was? Wir gehen gerade nochmal raus. Haben wir nichts verpasst. Dann gehen wir uns nochmal ins Startmenü, weil ich jetzt weiß nicht, ob ich da jederzeit die Lautstärke ändern kann. So. Okay. Nochmal. Also, da waren wir schon. You'll have to work hard this year to prepare yourself before your 15th birthday, but I know you can do it. You'll learn quickly and you'll make a wonderful queen. It's what your mother would have wanted. Kein Druck. Schon mal kurz. Also erst 33 Jahre alt, das ist mein Problem, also eins meiner Probleme mit dieser Art von Artwork und Zeichenstil. Er sieht aus wie 13 Leute. Na gut. This is not what mother would have wanted. She wouldn't have wanted to die and leave me. Guter Punkt. No, she wouldn't. But sometimes bad things happen. We have to pick up and carry on. All of Nova depends on us. On you. Also me. Sigh. I will be here to guide you until your coronation, but the decisions you make are ultimately up to you. Come, your mates are waiting. If this is your first time playing, you should read this brief introduction to how this game works. Aber natürlich.
You will be controlling Elodie, the almost Queen of Nova, as she tries to prepare for her coronation. To do that, she needs to take classes every week in order to raise her skills. Er war ja anscheinend auch nicht mal 20, als er Vater wurde. Ja gut, das ist ja noch... The skills she learns will provide different choices in the ongoing plot. Learning the right skills can mean the difference between life and death. You also need to keep an eye on Elodie's mood. With her mother's tragic death, Elodie is not very happy right now. The mood button will take you to the emotions screen for more details. Bring mich zum emotions screen. Okay. Elodie is feeling both afraid and depressed. Hier. Okay, alles klar. But her strongest emotion is depressed. If she becomes more cheerful to cancel out the depression, her strongest emotion would then be afraid. Okay, müssen wir also in der Mitte halten, okay. Elodie's current mood affects her ability to learn. It will give her a bonus to some skills and a penalty to others. Let's take a look at the skills screen now. Wow, holy shit. Ich hatte nicht so viel Excel erwartet. Skills are broken into 4 main categories: social, physical, intellectual, and mystical. Inside these categories are skill sets, groups of 3 related skills. You start with 0 in all skills. Every week, Elodie can study 2 skills. Normally, she earns 2 points in skill for every weekday that she studies. So if she studies history, she will earn 2 points times 5 days equals 10 points. Das Spiel ist nur leicht komplex, okay. Ich dachte, das ist eine Visual Novel, wo es darum geht, welchen Höfling ich romance oder welche Höflingin tatsächlich. Because Elodie is depressed, she has a -2 penalty to the social skill set conversation. She doesn't feel like talking to people right now. If she studies conversation, she will earn 2 -2 points per day, that is 0 points. Okay. However, she has a plus bonus to the expression skill set. If she studies one of the expression skills, she will earn 2 +1 points per day, which means 3 points a day, 15 points for the week. Nein, das ist echt ein knallhartes Survival- und Intrigenspiel. Ist doch ein Souls-like. If you study a skill, you have a penalty for. You could be wasting your time and not learning anything. If you study a skill you have bonuses for, you will learn much faster than normal. Okay. All of these bonuses and penalties will change when Elodie's mood changes. She can also gain bonuses to skills by studying related skills. Check the skills screen every week to see your current bonuses. Once you know your mood, skills, bonuses and penalties, you are ready to choose your classes for the week. Tatsächlich, da sage ich ja, ich habe schon gehört, Long Live the Queen is a Souls-like der Visual Novels. Und das trifft es schon. Okay. The classes screen breaks down skill sets by category for your morning and evening classes. When you select a skill set, the 3 options in that set will appear on the right side of the screen. Großer Gott. Okay. Choose a class option for both morning and evening classes, then click the Done button, which will appear in the lower right corner. Okay, wir kriegen Bonus of Expression, habe ich gehört. Ist deswegen so? Okay. As you play through the story, you will sometimes see feedback bubbles appearing over the text. These tell you what's happening behind the scenes. Bubbles like these will show you when Elodie's mood is being altered by events. Bubbles like these will show you when the story is changing based on what skills Elodie has learned so far. If the test fails, there's some option being missed because she doesn't have enough points in that skill yet. This feedback is very helpful in figuring out different options to try, but if you don't want to see it, you can turn the bubbles off in the Preferences menu. Now, get ready to become a queen. Also. Schauen wir kurz rein. Also Skills, Social, Royal Demeanor -1, dazu gehören Composure, Elegance und Presence. Conversation haben wir momentan -2, das seht ihr nicht, weil mein Gesicht, doch, hier sind es ungefähr hier. Public Speaking, Court Manners, Flattery. Expression haben wir +1, Decoration, Instrument, Voice. Physical, Weapons, Sword, Archery, Polearms, Athletics, Running, Climbing, Swimming. Animal Handling, Horses, Dogs, Falcons. Intellectual, Northern, Foreign Affairs, World History. Trick, Medicine, Military, Economics, Faith, Lumen. Outfit, wieder ein Outfit. Ja, gleich. Mut. Gut, das haben wir schon geklärt. Kann man auch schon sehen, was das ist. Nee. Sind irgendwelche dieser Skills unwichtig? Nein, das habe ich mir gedacht. Outfit. Okay, wir haben nur die Boarding School Uniform momentan. Wir können noch kein anderes Outfit wählen. Classes.
Also, Expression ist ja schon mal gut. Und Evening, ich habe gerade noch gesehen, kann man diese zwischenher skippen. Wir kriegen momentan einen Bonus auf Animal Handling, also machen wir doch das. Ah, gut, dann müssen wir klar ist auch schon auch so ein Decoration, Instrument, Voice. Lass mal singen und ein Wuffi. Dann. Week 1 morning. You practice deep breathing exercises to build up your ability to sustain a note. Okay, Voice ist jetzt besser. You visit the kennels and learn about different breeds of dogs. Cool. What's all that noise outside? Who's here? Oh, it's my cousins and my aunt and uncle. Oh, ja. Lucille, Countess of Nix. Was für Lucille? Duchess Consort of Merva, age 36. Husband, Laurent, Duke of Merva. Daughter Charlotte, Son Emery, Daughter Zara. Elodie's Tante, okay. Die ist bestimmt böse. Darling, we were so terribly sorry to hear about your mother Fidelia. Thank you. You look well, niece. Oh mein Gott, hat ein Goatee. Age 33. Klar. Okay, das ist unser leiblicher Onkel. Aha, aha, aha. Und unsere Cousins und Cousinen sind Merva 13, Emery 9 und Sarah 7. Hi, Lodi. Das ist Charlotte, das ist die 13-Jährige. Hi, Lodi. Haven't seen you in ages. Will you be staying long? Yep, Mommy said we'll be here all month. Maybe, oh, +1 cheerful. Maybe we'll have some time to talk later. Rote Augen. Ist das so ein Anime-Ding? Ich weiß sowas nicht, Leute. Now that you've finished studying, what will you do for the weekend? Talk to your father. Attend court. +2 yielding, +1 depressed, +1 pressured. Explore castle, +1 lonely, +1 afraid. Visit tomb, +1 depressed, +1 afraid. Sind alle Optionen irgendwie so ein bisschen. Attend service, -1 depressed, okay. Ja, nennt sich Red Eyes of Doom. Echt? Visit Charlotte, Lady Merva. Visit Dungeons. Play with Toys. +1 Yielding, +1 Lonely, +1 Cheerful. Walk in the Gardens. +1 Lonely, +1 Cheerful. Sneak Out. Okay. Was wollt ihr denn machen? Was meint ihr denn, was wir machen sollten? Jemanden besuchen oder irgendwo spielen gehen? Im Hof rumpimmeln? Mit unserem Vater reden? Völlig absurde Idee. Sneak Out, so eine rebellische Prinzessin. Mhm. Cheerful würde deinem Depressed entgegenwirken, mit der Verwandtschaft reden, aber vielleicht aber auch, du hast ja gut auf Lottie reagiert. Warum ist sie Countess, ihr Mann aber Duke? Also ich habe nicht genug Crusader Kings gespielt, um diese Frage kompetent beantworten zu können. Also Sneak Out, sagt John, dann machen wir das aber mal. Zack. You sneak out of the castle to have a little fun. You enjoy your freedom, but your father won't like it if he finds out. Okay. So, wie geht's uns? Wir sind nicht mehr ganz so depressed, glaube ich. Ein bisschen willful, das bedeutet... Kann ich es angezeigt kriegen, was es bedeutet? Also, wir kriegen momentan einen Bonus auf Expression, Animal Handling und das war's schon. Ah, hier steht es ja auch mal, das kann man jetzt hier die Zusammenfassung geben. Gut, dann bleiben wir mal in dem Bereich tätig, würde ich sagen. Diesmal lernen wir ein Instrument und Falknerei. Wie wär's denn damit? You tap out chiming diodes on a Glockenspiel, learning the basics of harmony and rhythm. Die Countess wird zur Duchess, wenn der Duke stirbt. You visit the Muse and learn about different kinds of trainable birds, their preferred nesting sites, behavior and food. What's that commotion outside? Father, what's going on? Oh, wir haben ihn hier. Juliana, Duchess of Ursul.
34, Single. Vater, Brother, Ignatius. Und sonst kein Erben gibt. I have come to pay my respects in honor of your mother. You have no respect or honor. It's because of you and your powers that my wife is dead. Oh wow, das ist hier mal ein gehöriges Beef, von dem wir jetzt gerade lernen. What? Ja. I am a lumen, as was she, and like every lumen, I am willing to give my life if necessary to protect our domain. The wife of the Duke is a Duchess. This is an honorary title given for life to the lawfully wedded wife of a Duke. Your line has been traitors for 200 years. I won't have you corrupting my daughter. That is for the Crown Princess to decide. Elodie, your mother trusted me and I have much to teach you. Was meint ihr? Schicken wir sie weg, lassen wir sie festnehmen oder lassen wir sie bleiben? Let her stay, let her stay. Ich habe ja ausgefühlt, also es ist so wahnsinnig offensichtlich, dass sie keine böse Hexe oder sowas ist. Andererseits, wer weiß, vielleicht ist es ja auch hier prozedural generiert, dass es jedes Mal wer anders sind Verräter. Papa verärgern macht doch jeder rebellische Teenager. Ja, also, lassen Sie bleiben. I want to hear what she has to say. She stays. +1 willful. As you wish. Oh. So, was haben wir dieses Wochenende so? Sind die Optionen anders jetzt? Nö, ne? Sind größtenteils dieselben. Wollen wir gleich noch mit Juliana war's doch, oder? Mit ihr reden? Ich mach das mal. What is it you wanted to teach me? First, I need to know if you have your mother's crystal. What crystal? Test lore failed. The source of power for any lumen is a particular magical crystal. Once you've bonded with it, it becomes a part of you as long as you live. The royal crystal has been passed down from ruler to ruler for generations. It belongs to you now, except that the king may be keeping it from you. Do you have a crystal? Of course. She holds out her hands. Light flickers above her bosom, and then, with a shower of sparkles, something takes shape. You reach out to touch it, and it dissolves away into nothing. Oh. It belongs to me. No one can take it from me until I die. You need to find the crystal that belongs to you. Well, well. Ich habe so das Gefühl, dass wir vielleicht uns mal jeweils hier auf einen dieser Skills spezialisieren sollten. Ich glaube, das ist sinnvoller. Also. Oder mal was anderes lernen. Ich meine, klar, die Sachen, in denen wir Bonus kriegen, ja, ist ja schon sinnvoller, den Bonuskram zu machen. Wir gehen zurück zu Hunden und Gesang. You learn the differences in resonance between the chest, the head, and the nose. You learn about different vocal ranges, from the most profound bass to the rare colorata soprano. You learn about dog grooming and the most common diseases and injuries that dogs suffer from. You learn the standard commands for working with trained hunting dogs and retrievers. He loves me not. Lottie, do you have a boyfriend? Not really, I just like to play with the flowers. All of a sudden, the Duchess of Usu rushes into the garden and points a sword at you. No, not at you. At your feet? Princess, don't move. Natürlich bewegen wir uns nicht, wenn sie sagt. You want to hold still, but you don't have the composure to hold your position without peeking. Aha, verkackt. You look down where her sword is pointing. There's a snake in the grass. You can't help it. You squeak and jump back. The snake tenses and prepares to strike. No! Your cousin pushes you aside and the snake's fangs sink into her leg. Lottie! Too late, Juliana swings her sword and cuts off the snake's head. What is going on out here? Your daughter has been bitten by a milk viper. They're poisonous. No, they're venomous. Get an herbalist right away. I will treat my daughter. I certainly can't trust anyone here to keep her safe. I'm sorry. I don't feel good. We will be returning home to Merva immediately. Your aunt has a point. Milk vipers are not native to this area. That snake should never have been here. Someone may have tried to kill you. Will Charlotte be okay? I don't know. Das ist ja aufregend. So, wir gehen mal zu Vatern.
Dad, what happened to Mom's lumen crystal? It's in a safe place. Can I have it? No. Sie ist in eine giftige Schlange gebissen worden. Lass uns die Kutsche in das Nachbarland nehmen. Ja. But it's mine. +1 willful. Meddling with magic killed your mother. I don't want that to happen to you. Once you're crowned queen, I can stop you from doing anything you want. But for now, you are still a child. Okay. Sie guckt jetzt ein bisschen entschlossener, weil ich glaube... Genau, Current Mood Willful. Das ist unsere stärkste Eigenschaft gerade. Sollte uns eigentlich Boni auf irgendwas geben, oder? Ja. Bonus to Intrigue, Military Lumen. Penalty to Royal Demeanor, History, Economics. Ja, Intrigue, Military Lumen klingt alles sau interessant. Wollen wir machen? So überlegen. Ah, ist alles gut, ne? Also, machen wir Intrigue und Lumen. Intrigue. Internal Affairs. Und, nee, wo ist Lumen? Bescheid. Okay, es gibt keine Lumen Classes, weil keiner uns das beibringen will. Das sieht natürlich ein. Dann gehen wir auf Military. Strategy, Naval Strategy, Logistics. Oh, Strategy. Until you have children of your own, your maternal uncle, the Duke of Merva, is next in line for the crown, and after him would be his daughter, your cousin Charlotte. Aha, der Onkel. Mhm. You study the strengths and weaknesses of different weapons and battle formations. The castle seems quieter, with Charlotte and Emery and Zara and their parents gone. It's certainly not empty though, it seems like we get more servants every day. I was so worried about Charlotte after that snake bit her. But her mother said she's okay, so I guess it turned out alright. Poison failure, naja. Maybe she has a guardian angel. Hm. Was machen wir jetzt? Ach, lass mal durch den Garten gehen. A walk in the fresh air helps you forget the burdens on your shoulders. Gut, dann machen wir nochmal Intrigue und Military. Wir bleiben mal bei den beiden Sachen. Ich finde es besser, sich zu spezialisieren, glaube ich. Your maternal uncle's wife, the Countess Nix, claims kinship to the old Merva line and originally asked your mother for title to the duchy. However, no one could verify her lineage. As a compromise, your mother created her brother, Duke of Merva. The last Duke of Mead was the older half-brother of the current Duchess. His reign was brief and highly scandalous. He defied tradition to pledge himself as the life mate of the old Duke of Ursul, then broke that off only a year later. He retired into seclusion and died still unwed. You study the effects of battle stress on troops and how morale can turn the tide of combat. Ja, Total Warhammer spiele ich auch gerade viel. You study military recruitment and the importance of training and motivation in making soldiers who can trust and depend on each other. One of the mates approaches you for your attention. Alice. Alice, 18, single, family owns a bakery in town, has 2 brothers. My lady. Die alte Kriegstreiberin. Couriers have arrived from the Duke of Sedna. We have a Duke of Sedna? Oh yeah. No, my lady. The Duchy of Sedna is in Talas. They have brought you a letter and a gift. Condolences on the death of, deeply regret, best wishes. Oh, what a beautiful necklace. Something sparkly will make me feel better. Okay, wir haben gerade irgendwas Wichtiges übersehen, aber das ist dann halt so. Wie ist denn die Mut so generell? Können wir ein bisschen mehr auf Angry gehen, weil wir nicht so afraid sein wollen. Irgendwas macht uns auch Angry, habe ich gesehen. Ja, Dungeons. You sneak a peek at some of the luckless peasants held in the dungeons. Petty thieves and troublemakers now suffering in the dark.
They're obviously bad people, but seeing them so miserable still feels unfair. There must be a better way. Mut, zukünftiger Diktator. Kannst du schon mal das Outfit wechseln? Nein. Boni ist immer noch Intrigue, Military und Lumen. Na gut. Oh, da bleibe ich dabei, oder? Ich mache noch einmal diese Kombination und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. The Duke of Marie has paid suit to the Duchess of Ursul to no avail. The Duchess's brother is opposed, as he will inherit if she dies childless. Your agents suspect the Duchess of Ursul is actually more interested in the Duchess of Hellas. Neither has ever been linked to a man. Ooh, spicy. You learn about how units reinforce each other in the field, gaining strength through proximity and the covering of weaknesses. You may now tour the barracks on the weekends. Oh, nice. As you are walking, you spot a familiar figure in the palace gardens. It's the Duchess of Ursul. Maybe I should go and say hello. Then you notice that seated beside her is a woman in the robes of priestess. They are very close together, their hands gently touching as they speak. Looks like she's busy. You turn and walk in a different direction so as to not disturb them. At that moment you notice something unusual. It looks like someone just left the palace grounds by going over the hedge. Busy. Was that a servant, a thief, or an assassin? Wir rufen die Wachen. Guards! However, by the time the response is organized and directed to the area beyond the palace, there's no sign of any intruder. You wonder if you were only imagining it. So, Kaserne können wir jetzt gehen, das machen wir doch mal. You are impressed by the discipline of the noble troops, but the responsibility for their lives weighs heavily on your shoulders. Gaslighting. There are approximately 10 battalions under your direct command. Nice. Ja, dieselben Boni. Ich muss mal irgendwas ändern an meiner Mut, glaube ich. Nur Mut. Können wir was anderes hier machen, zum Beispiel Foreign Intelligence und Logistics. The current Duke of Sedna is 26 years old and unmarried. He might be considered a good marriage prospect for you if you desire stronger ties with the domain of Talas. You learn about the types and amounts of food required for an army on the march and how long they remain edible. As you're walking up the stairs, a maid comes running down holding a towering pile of linen. Before you can react, she barrels into you, sending you and the sheets flying. Oh, my lady, I'm so sorry. Apologize natürlich. No, it was my fault. I should have gotten out of your way. If you say so, my lady. So, wie ist die Mut? Können wir Lonely pushen? Vielleicht kriegen wir da dann also Lonely und Yielding wären dann vielleicht mal Sachen, die wir machen sollten. Geht beides. +2 Yielding. Oh, mal gehen wir in den Hof. Sitting in on court sessions is not fun at all, but it pleases your father and may be important for your future. Schlecht gelaunt. Wie ist die Mut? Wir sind depressed. Hervorragend. Wir müssen Cheerful auf jeden Fall pushen. Also gibt's wieder Expression und Animal Handling. You learn the Sol-Fa system, a way of expressing a tune where each note is represented by a different syllable. You practice working with trained dogs in a small area, telling them to stay, search, and fetch. There's a man here to see you. He wishes crowdfunding for a project of his. Remember, the treasury is not unlimited. If you choose to invest, you'll have less money to work with later. Kennt eigentlich jemand Reigns, das Spiel? Wo man auch da gab es ja auch eine Game of Thrones Variante davon, die war ganz lustig, wo man im Prinzip so binäre Ja-Nein-Entscheidungen hatte und auch so mehrere Statistiken möglichst in der Mitte halten musste, um nicht irgendwie vom Volk oder von sonst was umgebracht zu werden. Habe ich davon gehört. Das ist ganz witzig, gibt es auch fürs Handy, ist dafür auch gut geeignet, muss man sagen. Your Royal Highness, man, er hat kein Bild, ist einfach nur ein Man. I have a plan to print books using metal letters which can be moved and reused. Das ist Gutenberg. Das ist ein Mainzer. Das sind so Karten, oder? Ja, genau.
I need to borrow 875 Lassie to assemble the metal and a factory to mold and cast the type. Mango Lassie oder was? Rains ist nett. Geisterfuchs mag was. Weiter sagen. With the system, we'll be able to create new books in a fraction of the time it takes now and make copies to send all over the world. Es ist Johannes Gutenberg. Sie hätten ruhig ein Bild von ihm reinnehmen können. I don't know about much factories or trade. Would that really be worthwhile? We are not interested. Ich hätte das auch gerne entschieden. Na gut. Okay, Depression muss weg, also Cheerful muss hoch. Das bedeutet, was macht uns Cheerful? Garten. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Ich glaube, nichts macht mich cheerfuller wahrscheinlich. Also, viel Sachen. You spend the weekend holed up alone in your room with your favorite toys. It's childish, but you feel a bit better. Immer noch depressed, meine Güte. Ist es ein Depressionssimulator, der uns darauf aufmerksam machen soll, wie schlimm und ernsthaft Depressionen sind? Das wusste ich schon vorher. Emo. You practice standing in the correct posture and singing scales to improve your pitch and tone. Your skill in voice is now 50. You may not increase the skill until your other expression skills are 25 or higher. Gut zu wissen. You choose a young puppy and begin raising him to respond to you over all others. Oh, Puppy! Ja, alles klar. Selbes Prinzip. Banyan, Duke of Marie, Earl of Serenitatis. Wer ist das? Age 31. Sister Bryn, Duchess of Helena, Brother Bent. Unsuccessfully romanced Juliana, Duchess of Ursul. Your Highness, my sympathies for your loss. Even after all these years, I sometimes forget that my own mother will never be coming back. Warum vergisst du das? Thank you. However, I must call for your aid. The Ixionite occupation of the county of Imbrium has gone on for too long. Now is the time to push back. I know there's been some problems with Ixion, but I don't know the details. I guess they're occupying Southern Mary. We have plenty of troops, so it shouldn't be that hard to drive them out if you want to make a fight of it. Wollen wir erst noch verhandeln oder wollen wir unsere militärischen Skills einsetzen? Denn die haben wir ja. Wie sind deine Diplomatie-Skills denn so? Das ist eine sehr berechtigte Frage von Geisterfuchs. Also ja, wenn du es so formulierst, soll ich besser nicht versuchen zu verhandeln, sondern das machen, was ich kann. Well, if they want to fight, then we will give it to them. I will arrange for troops to be sent to your aid. Thank you, Your Highness. Your Highness, if I may ask, that necklace you're wearing, where did it come from? It was a gift from the Duke of Sedna. Then you have made arrangements with him? Bruder, ich bin 14. What sort of arrangements? Your Highness, that is a courting gift. The man wishes to gain your hand in marriage. Da hab ich mir gedacht. Oh, I didn't realize. Well, well. So, wie ist die Mut? Immer noch depressed, das stärkste Gefühl. Das muss sich ändern. Also entweder cheerful oder wir gehen mal Richtung lonely oder afraid. Ja, cheerful und lonely am besten. Oder war das? Alt, aber Bridgerton. You spend the weekend und so weiter. So, jetzt müsste doch eigentlich, genau, Current Mood ist Lonely, das heißt, wir kriegen einen Bonus auf Conversation und Medicine. Dann machen wir doch das mal. Court Manners, fantastisch, das wollen wir. Und Medicine, hallo? Battlefield Medicine, so. You review the correct greetings for guests according to rank and when to extend your hand to another. All nobles expect their due honors. You learn that wounds, even minor ones, should be washed as soon as possible to prevent dirt from growing under the skin. Dafür haben wir eine ganze Woche gebraucht. You receive a report on the outcome of the battle against the Ixionites. You succeeded in driving them out of Marie, but it cost you about 3/4 of a battalion of soldiers and a great deal of material. You lost 810 soldiers. The Duke of Marie will be happy, but we could have done better. So, wie ist die Mut? Die Mut ist lonely, das ist okay, kann sie erstmal bleiben. Können vielleicht aber trotzdem cheerful noch ein bisschen pushen.
Also Cheerful ohne Lonely. Gucken, ob das geht. Geht bestimmt irgendwie. Nee, geht nicht. Dann reden wir doch mal mit Juliana nochmal. My father says I can have the crystal until I'm queen, so we'll just have to wait. There may not be time to wait. This world is filled with dangers, and you will need the powers of a lumen to fight them. You can't begin training until you have bonded with your crystal. Well, what else am I supposed to do about it? The crystal is probably held under the guard in the royal treasury. You are the princess, you should be able to find a way inside. Warum hast du bitte kein rosa Schleifchen um die Glatze? Dafür kannst du mit Kanalpunkten nicht bezahlen. Otherwise, we might take drastic action. Und hallo Jorinde. I will try to find a way. I will try to get into the treasury. Ich könnte was bringen. Okay, was kostet das? Nein. Ausgeschlossen. Verkleidungsstream am Montag hier, Leute. Und ich finde auch, Alex könnte ein wenig cosplayen. Kann ich nicht abziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich realistisch. Immer noch Conversation und Medicine, alles klar. Ich gebe alle meine Kanalpunkte aus. Wir machen mal weiter mit den beiden Sachen. Community-Ziele mit Kanalpunkten. As the person of highest rank within the domain, no one may sit at any formal event unless you give them permission, and no one must ever turn their back on you. If they do, you are intended to recognize the insult. You study rules for formal dining, including the proper utensils for different dishes. As the queen, no one will comment on your mistakes, but they will notice them. Großer Tütü um den Hals. You learn that blood loss wastes life energy. Bleeding should be stopped through bandages, pressure, and elevation. You learn that minor burns should be cooled, washed, and gently rubbed to keep them clean like a cut. Major burns and scalding, such as boiling oil, are untreatable on the battlefield. There are reports that a Keithong has been sighted leaving the old forest. Was ist ein Keithong? What's a Keithong? Danke. A beast with the body of an enormous golden cat, a sharp beak, and spikes on its back. Das ist eine Art Manticore. Eek. Several disappearances in southern Caloris are already thought to be the work of this creature. What do? Should we send hunters? Come on, Cohagen, you got what you want. Give these people air. Hallo Easy-Modus und willkommen, liebe Raider. Ihr seht hier ein Spiel, das genau meinen sonstigen Gepflogenheiten entspricht, nämlich Long Live the Queen. Das hat sich Geisterfuchs gewünscht mit Kanalpunkten. Und wir müssen hier als die Kronprinzessin Elodie unsere Skills so weit voranbringen und uns so dicht den Hof manövrieren, dass wir als künftige Königin gut gewappnet sind. Die Raider wollen sicher auch eine rosa Schleife. Ja, nee, ich trage die rosa Schleife, aber nichts müsst ihr euch. Vielleicht gibt's einen Filter, damit ihr eine rosa Schleife auf meinen Kopf projizieren könnt. Da will ich jetzt mal. Das ist nur das neue Crusader Kings Update. Sehr schön. The traditional policy on stray beasts is to hope that they return to the forest and stay there. Na, das ist mal eine gute Politik. Oder ein aufs Mikro? Die pinken Haare stehen dir. Ja, danke. Hunters are no match for such creatures. You would only make it angry and waste more lives. So we just let it eat people? Ja, und jegliche Einschränkungen, wie zum Beispiel Ausgangssperren, wären eine Einschränkung der Freiheit und deswegen lassen wir lieber Leute sterben. Everyone dies in the end. Alter! Das ist ein kompletter Vollpfosten. Also, there's a letter for you. Talaris, the Duke of Setna, will be arriving next week for an official visit. Okay, Papa ist konservativ. So, wie ist die Mut? Ich würde immer noch gerne Cheerful pushen. Duke of Caloris, der Herzog der Kalorien, genau der. Aber ihre Augen leuchten immer noch an. Also Cheerful würde ich gerne ein bisschen pushen. Aber ohne Lonely zu pushen, ne? Das war, glaube ich, das Ding. Glaube ich gar nicht geht. Was war hier? Visit the Treasury. Oh, dann machen wir das mal einfach. Ah, okay. Accounting and Presence. You try to walk your way past the Treasury guards, but despite eyelash flattering, foot stomping and outright threats, they won't budge. Na, also immer noch ein Bonus of Expression, Annual Handling, dann machen wir wohl das. Wir können...
Dann machen wir mal Instrument und Falcons. Alex ist eine cheerful princess. Ich batsch dir gleich ein. So. You learn to play notes and scales on a simple wooden recorder. You practice with the recorder, learning to recognize tunes that you hear and replicate them. You learn about the fragility of hunting birds and the years of training necessary to develop mastery. Luckily, your Royal Falconer does most of the hard work for you. You learn about the hood and leather dresses, how and when they are worn and how to keep them maintained and oiled. Blockflötengesicht. Ich lese Schleife auf dem Monitor. Oh, das ist schön. Das erinnert mich als bei Counter-Strike, wer sich erinnert, die Älteren erinnern sich mal eine Zeit lang bei irgendeinem Patch, dass Hüftfaden, also wenn du aus der Hüfte schießt mit dem großen Snipergewehr, das Fadenkreuz auf dem Bildschirm weggemacht worden ist, weil das zu viele Leute gemacht haben, dass nicht der Sinn der Übung war und Leute dann einfach mit dem Edding auf ihren Monitor ein Fadenkreuz gemalt haben, um weitermachen zu können. Bessere Zeiten. Einfachere Zeiten. Wer ist das denn? Talaris Duke of Sedna. Was wissen wir über dich? 26, Bruder von Signuel, Single, a noble from the domain of Talas, southeast of Nova. Meine Tochter musste wegen einem Blockflötenangriff mal im Gesicht genäht werden. Bitte was? Okay, ich habe Fragen. Wurde sie von einer Blockflöte angegriffen oder wurde sie von jemandem mit einer Blockflöte angegriffen? Hat sie eine Blockflöte angegriffen und die Blockflöte hat sich gewehrt? Da waren die Monitore noch so konverse Röhren 14 Zoller Brummer. Ich hatte damals schon einen... Boah, was hatte ich denn da? 19? Ja, also 14 Zoll ist eher so ein 90er-Ding, ne? Ich glaube, die großen Blockflötenaufstände von 2015, ja, offensichtlich. Mein Sohn hat mit der Blockflöte gedreht und der Kopf ist dabei abgeflogen, meine Tochter ins Gesicht. Ach du, gedroht. Ach du liebe Güte. Naja, ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Maltrix, what up? Danke für den Lurk. Your Highness, what a pleasure it is to meet you in person at last. Your description did not do you justice. Giggle. I don't know how to deal with handsome older men paying me compliments. I was so pleased to hear that you had accepted my humble offering, a jewel for a jewel, but you are the more precious. Viel zu alt. I hope that this is only... Ja, aber genug von mir, was ist mit ihm? I hope that this is only the beginning of a mutually beneficial relationship. A union between us would bring stability to both our peoples. He really does want to marry me. Ne, jetzt eine lustige Geschichte. Zur Zeit der Verletzung war es ein bisschen stressig. Ja, das glaube ich. Spiel mal Crusader Kings 3, das ist in der Tat richtig. Oh Leute, akzeptieren wir sein Angebot? Nee, ne, ist zu alt, nehmen wir nicht. Ich hab schon rausgehört, wir wollen den nicht. Wir decline mal politely. I'm not marrying you, I'm only 14. Zu alt. That may not have been gentle. I see. I regret the misunderstanding. So, wie ist die Mut? Depressed and lonely. Leute. Müssen wir irgendwie irgendwas dagegen machen. Also, cheerful und pressured vielleicht mal erhöhen. You are blessed by the discipline of the Novan troops, but the responsibility und so weiter, das hatten wir schon. 14 ist da eigentlich bestes Prinzessinenalter im 14. Jahrhundert. Ja. Also, wir haben momentan wir sind immer noch depressed, meine Güte. Expression und Animal Handling sind das Ding. So, bleiben wir halt dabei, ne? Zack. You practice major and minor scales at the keyboard of a pianoforte. You study musical notation and begin to play familiar songs by sight on the pianoforte. You spend time with your chosen bird, speaking to her and letting her get to know you. You don a heavy leather glove and encourage your bird to hop into your fist. You are requested to stand in judgment. A woman has been convicted of attempted murder and requests the mercy of the crown. Beste. Bonus Depressed klingt wie eine normale Arbeitswoche. Solche Sachen mag ich gerne, das mag ich auch bei Crusader Kings, das mochte ich bei Dragon Age Inquisition total gerne, wenn man irgendwelche... Also, Kevin Earl of Io. 33 Jahre alt.
Aussieht auch falsch aus, finde ich. Your Highness, this slattern dares to beg pardon when she admits that she tried to poison my sister under her own roof. Which sister? Corisande, the Duchess of Mead. Is she all right? She is unharmed. We caught the culprit in the kitchens before anyone could eat her foul spew. Well, what do you have to say for yourself? Condemned woman ohne Porträt. It's justice it is. Them devils killed me brother and broke me mam's heart. Und falsch geschrieben ist der Alpha Kevin auch noch. Lied to her they did when she went to see why he'd not come back. Said he'd gone for a soldier when he never would. What? They did when she went to see why he'd not come back. Said he'd gone for a soldier when he never would. He weren't the only one neither. I waited 10 years for my chance to get my own back. That's justice. You see, she's completely unrepentant. Hang her and be done with it. Oh, teilweise. This might have something to do with the last Duke of Mead. He was involved in all sorts of scandals. Ask the Earl of Eo about her story. Ja, vielleicht mal das als erstes Mal, bevor wir irgendeine Entscheidung treffen, oder? Das kommt mir irgendwie so naheliegend vor. I need to know if she has any justification for her actions. Did the old Duke kill her brother? Ich hab Court Manners schon echt gepusht, Leute. Are you accusing my family? I'm asking what happened. The honor of our line is far greater than that of the wet-bottomed child who sits the throne. What? Without warning, the Earl of Eo draws a dagger and slices the convict's throat? Holy shit, he did not fuck around. No one harms my family, no one. He throws the bloodstained blade to the floor and walks away. Ooh. Nun, dies eskalierte zügig. Ach, die Musik stresst mich ein bisschen. Okay, wir sind momentan hauptsächlich angry. Das ist gut, dann kriegen wir nicht mal andere Boni. Wir können was anderes lernen. Lass bei der Gelegenheit mal... cheerful und würde ich immer noch gerne mal pushen. Wir sind jetzt angry und kriegen deswegen Boni auf Weapons und Military. Ja gut, das hätte man sich ja fast denken können. Also Weapons und Military. Swords, Archery, Pole Arms. Fangen wir mit Swords an und hier lernen wir weiter mit Logistics. You take up a wooden sword and practice correct grips and stances. You study the kinds of equipment that soldiers need available, such as bedding, weapons, armor, medicine, bandages, and the tools to repair anything damaged. You study different kinds of transport, animals, wagons, sledges, ships, boats, and boots. Boots. As you're walking one day in the gardens, you hear a strange sound and look up to see an owl flying overhead. A single dry leaf flutters in its talons. An owl flying in the open and broad daylight. That's unusual. I wonder if something attacked it. When you return to the castle, your father is waiting for you. There's a woman here to see you. She wishes crowdfunding for a project. Thank you for seeing me, Your Royal Highness. I commend you to you on behalf of the people. I did it for the rock. I did it for the people. I wish to build a hospital where any citizen afflicted with disease can be brought for treatment. Crowdfunding, sehr fortschrittlich, ja. Was, ein Hospital, wo jeder rein kann, der krank ist? Das ist ja Kommunismus. Putting all the sick people together, wouldn't that make them die even faster? We are not interested. Okay, das habe ich wohl geschafft, oder? So. Wie ist der Mut? Angry, sehr gut. Lass mal pressured und cheerful pushen. Clevere Prinzessin, ja. Immer noch Angry, Weapons und Military. Ja, weiter geht's, alles klar. You practice slow swings to move your blade to precisely marked targets, building up your muscles and control. You drill with a partner, attacking and blocking in carefully timed patterns.
Ich mag tatsächlich die Beschreibungstexte, die jeden Skill so in verschiedenen Stufen quasi darstellen. Finde ich ganz, ganz plastisch für doof wie mich. You learn about the support costs created by support. The more equipment you have, the more people and animals are needed to move them, and then those people and animals also need to be fed and equipped. You learn about the difficulty of obtaining new supplies from the field. Enemy civilians may hide or destroy supplies rather than let them fall into your hands, and friendly civilians may not stay friendly if robbed. Man muss sich den kleinen Dingen erfreuen. Remember that the festival of the Good Lady is approaching. There will be public celebrations for the commoners, followed by a grand gala for the nobility. A grand ball. There will be dancing. As queen, you would be expected to lead the procession and take part in the ceremonial planting, possibly give a speech. Wie dem klavierbegabten Kind, das die ganze Zeit im Hintergrund übt. Dancing, huzzah! However, since you are not yet crowned, it is not required and may not be safe to expose you to the public. What do you mean, not safe? Outside of the castle, you are less well protected. If anyone means you harm, think on it now, decide later. There's a letter for you as well. It's from Brioni. I went to school with her, but she's a couple years older than me. Her mother is the Duchess of Mead. She's complaining that her mother still won't let her come home for the holidays. Apparently, Uncle Kevin is absolutely furious about that woman's trial. She's bored and looking for an adventure. Well, I don't have any suggest to her. So, jetzt sind wir schon wieder sehr lonely und sehr angry. Das heißt, wir gehen mal Afraid und Pressured pushen. Wenn ja beides geht. Aber was will ich pushen? Sekunde. Afraid ist das Gegenteil von angry, okay. Also Afraid und Pressured müssen wir pushen. Gib dich dem Hass hin. Sehr lonely und sehr angry. Ach, Teenager. Gehen wir mal ins Castle exploren. You wander through the parts of the castle where other people rarely visit, but find little except spiderwebs. Yuck. So, wie schaut's aus? Wir sind momentan lonely, das heißt Conversation and Medicine finde ich fast sinnvoller. Also, Conversation und Medicine. Public Speaking wird bald wichtig sein, habe ich gehört. Und Battlefield Medicine finde ich ganz gut. You practice tongue-twisting sequences of syllables to improve your enunciation. You learn that soldiers should never sleep in damp clothes or on damp ground. This is unhealthy. Tanzen, du musst tanzen lernen. Ja, das auch. Aber Rede war ja auch möglicherweise. Und ich weiß nicht, tanzen war, glaube ich, nicht Teil von diesem. Today is the procession and planting for the festival of the Good Lady. Will you be leading the parade? If you have any concerns about your safety, please stay here. The people will recover from disappointment. If we lose you, there's no recovery. I will lead the parade, I will parade and make a speech. I would rather not go. Wir gehen voll rein, oder? Das ist völliger Wahnsinn, aber ich glaube, wir machen's. Hallo, ich habe gerade eine Woche lang Reden halten geübt. Oh Gott. Ja, es wird super. I'm not afraid. I'm going to be the best parade leader ever. My little girl. Prepare your best gown for the occasion, then walk slowly through the town with your attendants. It would not be appropriate for you to wear a sword, but you do walk with a sturdy golden scepter that's taller than you are. At the end of the road, you help the priestesses turn over the earth for the new tree to be planted. After the blessings are read, you hold up your hands and call for silence so that you can speak. Ich hoffe, deine Sword Skills sind gut, wenn ich mich recht erinnere. Ja, die habe ich jetzt, aber die sind ganz gut jetzt eigentlich. Unfortunately, all the words you had planned go out of your head when you're faced with the moment. Wah wah. You manage a few polite sayings about the meaning of the holidays and thank everyone for attending, then turn away, your cheeks red. The procession regroups to return to the castle. Na gut. So, wir sind immer noch sehr lonely, wir sind sehr, sehr lonely, meine Güte. Wir gehen mal Pressured ein bisschen pushen. Das ging ja noch. Pressured und Afraid. Kein Attentäter, sondern wird damals anders. Also es ist nicht immer genau gleich, ja? Immer noch Lonely, Conversation and Medicine. Gut, Public Speaking ist eigentlich Quatsch. Also ich denke jetzt noch ein bisschen Metagaming. Wir haben es gerade getestet bekommen.
Deswegen gehen wir jetzt mit Flattery weiter und Battlefield Mad ist nämlich gemaxt, das heißt, wir gehen mal auf Herbs. So. Du hast dich lächerlich gemacht, aber niemand hat dich umgebracht. Das ist schon viel bei dem Spiel, ja, siehst du mal. You learn that it's important to make eye contact when saying nice things about someone. Vielen Dank, lieber Chat, ihr seid wundervoll. You learn that willow bark can be used to relieve aches and fever. Bei mir ist der Typ, der vorhin die Kehle durchgeschnitten hat, gekommen und mich öffentlich herausgefordert. Aha. Are you ready for the grand ball? All the nobles in the domain are here to see you, to see their queen. Gulp. You finish dressing and descend the stairs to make a grand entrance. All around the rich and powerful pause in their activities to gaze upon you, the ruler of them all. Aww. Ach du großer Gott, alles verzockt, seeing yourself reflected in so many eyes makes you want to run away and hide. After a moment you force yourself to carry on, but you're sure they've all seen you hesitate. Your father waits for you at the bottom of the stairs and offers you his arm. The first dance is for us. He guides you gently around the dance floor, never rushing you. It's fun to dance with your father, but the look in his eyes is so sad. After this you must choose your own partner. There are a number of men who hope to catch your eye. The Duke of Kegel alone has brought 3 eligible sons, all near your age. You look around the room at all your possible partners, which is to say everyone. No one may begin dancing until you do. You can pick whomever you want and you will not be denied. Okay. Also, unser Alter jünger als wir, älter als wir, jemand bereits Verheiratetes oder jemand Skandalöses. Also ich bin interessiert, was wäre denn Scandalous in dem Zusammenhang? Wenn ich eine Frau wähle? Dann macht das doch. Macht Scandalous. Ich weiß es. Alles klar, machen Scandalous. Wir gehen voll rein, Leute. You don't want everyone assuming that whoever you pick first is your intended marriage partner, so why not make your choice as ridiculous as possible? With that in mind, you approach the Duchess of Ursula. You admit to yourself that you were hoping such an outrageous act would cause you to lose some of your composure, but she remains unruffled. At least the chorus of shocked whispers around you as you take your place on the floor is gratifying. Dancing with a real partner feels quite different from dancing with your father. You knew him, knew his steps like a part of you. Now every move is a mystery. Unfortunately, you lose track of which steps you're supposed to do and trip over your own feet. Oops. Between the dances, there's time for the guests to mingle, chat and sample tiny bites of exquisite food. Oh Leute, ich habe Chord Manners in Flattery studiert. During a lull in the music, Banyan, the Duke of Marie, taps an elegant fingernail against a wine glass, letting the clear note ring out through the room. If I might have your attention, I believe we should offer our compliments to our lovely hostess. Her bravery and courage keep our borders defended. Everyone applauds politely. As the gala continues, you take the opportunity to observe nobles that you rarely see. There's Gwenelle, for instance, the young lady of Sudbury, only months older than you and due to finally inherit control of her duchy soon. Or Adele, the youngest daughter of the Duchess of Lilla and a fierce sportswoman. She was a few years ahead of you at school and the absolute terror of the ball fields. Nobrioni, she had said her parents were leaving her stuck at school this season. Her parents are here, dancing together, the Duke consort clutching his Duchess possessively tight. Strange that there's no sign of your cousins though, shouldn't they be here? Your aunt and uncle are here, of course. It'd be scandalous if they hadn't come, Merva being so close by. It's nice to be able to enjoy some time with friends and family, isn't it? Okay, das war alles überhaupt nicht ominös und ne? Also wir sind jetzt wieder sehr willful und sehr lonely. Wir müssen mal pressured auf jeden Fall. Ja, pressured müssen wir auf jeden Fall mal machen, aber ja, das können wir machen. Aber dann zumindest nicht lonely sind. Das ist das Einzige, was Pressure erhöht, oder? Okay, minus 1, 12. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ja, nein. So, wir sind willful, das heißt Bonus auf Intrigue, Military und Lumen. Lumen dürfen wir aber nicht studieren. Richtig, richtig. Also, Intrigue und Military. Lass mal Ciphering ein bisschen machen und Narwal-Strategie.
You practice reading words whose letters have been arranged in reverse order. The simplest of transpositions which anyone can literate can puzzle through if they try, but something's useful to hide information. Ist near Ibni. Na, Wale sind toll, ja. You learn that the sea is not something you hold, it is something you travel across. Naval strategy ensures your free travel while denying it to your enemies. You study different kinds of ships, their names, designs, and the number of crew needed for each. You wander downstairs to visit your father and talk about the latest events in the domain. You're moving with such enthusiasm that you don't realize your father isn't alone, and it's too late to avoid him and his companion. Oh wow, wen haben wir denn hier? Sirin, Countess of Miranda and Callisto. 25, Single. You are too kind, Jocelyn. Countess Sirin, not a member of your circles. She's a bit more than a decade your senior, far too old to have ever been your friend, and yet not at all old as noble women go. She has 2 minor titles, no husband, and your father's arm in her grasp. Dieses Dreckstück. How dare she make a move on your father? Oh wow. Okay, wir müssen auf jeden Fall scheiße zu ihr sein. Shame her with silent scorn, insult her with false flattery, trip her as she passes. Ja, also dann machen wir das am wenigsten. You meet her eyes and imagine your mother's disapproving presence behind you. Trip her. She notices your stare but only smiles at you ever so sweetly. Darling Elodie, I hope you have been well. Fine. Perhaps we'll be seeing more of each other in the future. She gives a little wave and exits. Once she's gone, you raise an eyebrow at your father. Don't give me that look, young lady. She's a nice woman, nothing more. She wants something more, and it's not going to happen anytime soon. You should be careful how you deal with people like Sirin. You need the goodwill of your nobles as well as your commoners. Oder wahrscheinlich soll sie Siren heißen, oder? Ja. There haven't been any problems so far. Many dark looks were aimed your way at the gala. As queen, you must be aware of everything around you. Isn't that what I have agents for? Success? Yes, but you must give them direction. What's your greatest concern? Noble plots, common uprisings, foreign threats, assassins. Ja, by default würde ich mal sagen assassins. I can deal with any problems that come up as long as I'm here to deal with them. It's assassins I'm worried about. You are your own best defense against assassins. Increasing your skills will help to protect you. Du hast schon mehrere Nobles verärgert, also Plots oder Assassins. Ja, ne, denke ich auch. Beyond that, you can train more soldiers into personal bodyguards to watch over you. Or you can institute harsh penalties for treason and make people too frightened to cross you. More training, more guards, more punishment. More training. Ich bin auf mich selbst verlassen. There are so many things I need to learn in so little time. Be calm and determined and you will succeed. I believe in you. Thanks, Dad. So, wie ist die Mut? Wir sind momentan sehr lonely. Threshold und Yielding könnten wir machen. Oder Threshold und Angry oder Cheerful. Ich glaube, wir müssen mal zu Hofe gehen. Oh, das. Also dieses Strömige sieht aus, als hätte es Spaß. Hallo Skedoway. Ja, ist nicht schlecht. Ist ganz cool soweit. Es ist tatsächlich ein bisschen Choose Your Own Crusader Kings Adventure. Sitting in on court sessions is not fun at all. Das hatten wir ja schon. So, also wir sind jetzt Angry. Bonus of Weapons and Military. Ja gut, das habe ich mir gedacht. Frage ist, soll ich vielleicht noch was anderes machen? Ich sag's ja, Crusader Kings sind schwer. Ich frage mich aber vielleicht doch mal ein paar Sachen. Da kriege ich ein Minus drauf, das ist schlecht. Das Spiel übrigens nicht nur ein gutes oder schlechtes Ending, sondern viele mögliche. Ja, das hätte mich jetzt auch überrascht. Also das wirkt auf mich wie ein Spiel, was ich wahnsinnig verzweigen kann. Also Bonus to Weapons and Military. Also Weapons sollten wir auf jeden Fall nochmal machen. Das ist vielleicht nicht schlecht. Weiterhin Schwertkampf studieren. Military sind wir fast schon durch mit. Wenn wir Agility angehen. Ja, vielleicht mal sowas.
Agility. Reflexes. Oh, das mal. Kriegen wir da irgendwie Sekunden mal einen Abzug drauf oder so? Ne, kriegen wir keinen. Alles klar, das ist gut. Weil dann wäre es Quatsch. Also Swords und Reflexes, man weiß hier nie. Los geht's. Your teacher walks around you, prodding a finger at you slowly in order to train you in blocking those touches without triggering fear or faster breathing. You practice moving with the blades, sidestepping, charging, and lunging. It is the time of year to decide any necessary adjustments to the royal budget. The majority of the money we receive is already spoken for, but there's always some room for discretion. I don't know anything about budgets. Raise taxes, lower taxes. Wir haben nur die Wahl zwischen den beiden Sachen. Ich würde sagen, wir erhöhen die Steuern mal. Ich sag mal, die Straßen und Krankenhäuser bezahlen sich nicht von selbst. We need more money, raise the taxes a bit. As you wish. Oh. So, wie ist die Mood? Current Mood, angry. Lass mal angry runtergehen. Das heißt, wir müssen mehr afraid sein und dafür yielding oder cheerful. Raise macht die Commoner mad, lower macht die Nobles mad, würde ich mal sagen. Stimmt. Das wird schwer lonely, oder? Kann das sein? Ja, okay. Conversation und Medicine, aber wir können ja mal... Weiterhin Reflex. Das müsste ja noch gehen, oder? Sekunde mal. Ja. Machen wir es mal so. Kaum ist sie lonely, will sie Flattery lernen. Aha. You learn that flattering comments have the best impact when kept short. Gushing makes people feel awkward. You learn that it's always better to compliment people for their personality and their choices than their physical attributes. You practice with a jump rope to increase the speed of your footwork. Na, das Flattern passt jetzt zum Falken an. You are requested to stand in judgment. A man has been convicted of the murder by strangling of his wife. He does not deny the act, but requests a pardon that he might be set free. If you admit you killed your wife, why do you think I'm going to set you free? Jetzt bin ich auch mal gespannt. Save me, your majesty, wasn't my fault. Demons made me do it. Everyone knows the power of magical beasties. They used me, they twisted my fingers into chains. My wife found me screaming, she tried to shake me and the chains wrapped around her. I need the priestesses to bless me and make me clean again. Demons that make you attack people? Is that even possible? Ja, Freunde der Sonne, also ich meine, das Problem ist natürlich, wir haben ja schon etabliert, dass es hier schon irgendwie auch ein Fantasy-Setting zu sein scheint. Insofern scheint es nicht völlig ausgeschlossen zu sein. Insofern ist Imprison wahrscheinlich so der Wischiwaschi-Kompromiss zwischen Freispruch und Exekution. Ne? Ich denke auch mal, das mal. Whether there were demons or not, you still killed a woman, your wife. I won't forgive you for that. You will be in prison for the rest of your life. He opens his mouth to argue with you further, but then his shoulders slump. Yes, your majesty. Frage ist, was passiert, wenn wir jetzt in den Dungeon gehen? So, wir sind immer noch angry und lonely. Ich würde das gerne ändern. Also mehr afraid und pressure zum Beispiel. Oder mehr cheerful. Cheerful oder yielding wäre ich gern mal. Jetzt kriegen wir nämlich einen Bonus auf Royal Demeanor, History und Faith. Der Dungeon ist erstmal dafür da, als du dich am Anfang entschieden hast, Juliana einzusperren und dennoch Magie lernen zu können. Ah, okay. Also, das ist immer interessante neue Optionen. Composure, Elegance, Presence. Ah, Presence. Und was war das andere? History wird ja auch gar machen. So, auf geht's. You practice wearing the royal regalia and looking at yourself in a mirror. Young as you are a queen of the blood. You are your mother's daughter. You are a force to be reckoned with.
You read about the history of your domain. Hundreds of years ago, Nova was the center of a great empire, spanning the length of the western coast as well as a few island territories. Over time, your influence has waned. You receive word that the murderer you condemned to prison has escaped. A large explosion rocked the jail he was in, destroying the walls and setting many dangerous criminals free. It will now fall to the Royal Treasury to repair the damage. Gut, dass ich Steuern erhöht habe. So, wie ist die Mut? Yielding. Ja, das finde ich ja nicht schlecht, das kann ruhig so bleiben. Arkham Asylum, ja. Wir reden mal wieder mit ihr hier, das war der Zeit. You have not yet reached the crystal. Are you making progress or is it time for another plan? That would probably be the drastic action she mentioned earlier. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Leave it to me. Don't worry, I'm working on it. Very well. Machen wir weiter mit den beiden Sachen. Ja, Arkham X Asylum sind ja alle raus. You stare at yourself in the mirror and practice focusing and transmitting energy with only your eyes, turning the intensity of your gaze on and off at will. You practice using different styles of breathing in order to feel more energetic and to let that energy surround you for others to share. Nova's history involves an endless slew of names and dates. Even as small as it's become, there are 10 dukedoms, no 11 now, plus the royal line. You hope no one expects you to memorize every lineage. No individual may hold more than one dukedom, but no nobles seek noble spouses, so titles often come together before being parceled out to heirs. Your father is Duke of Caloris, and his brother is Duke of Mazomba. Bryn, Duchess of Hellas, is the sister of Banyan, Duke of Marie, and so on. Jetzt denke ich an Hypnotiseur Asterix. Du bist ein Kaninchen. I regret to inform you that Fabian, the Earl of Titan and Duke Regent of Elath, has passed away. This isn't really a surprise, he was pretty old. The problem is the political implications. With the control of Elath in doubt, it falls to the crown to make decisions. Young Lord Adair will not reach his 15th birthday for over 2 years. He requires a regent. His stepmother, Eris, the Duchess of Lilla, has petitioned that the boy be left in her care. This would, however, leave her in personal control of 2 neighboring duchies, which is generally forbidden. Das habe ich extra gelernt. Almost the entire eastern border. I don't know anything really bad about it. Kann ich überhaupt mal irgendwie einen Test schaffen? Guten Abend, Eberkohl. Typisch alter schlecht Gaming-Spiel. Ich habe schon gelernt, es ist ein bisschen wie Crusader Kings und das mag ich ja ganz gerne und habe ich ja schon gestreamt. Insofern, es ist Crusader Kings mit größeren Augen, sagen wir es mal so. The boy does have a living grandfather, the Earl of Ishtar, or you might appoint an unrelated noble to act in his stead. The Earl of Ishtar has suggested another possibility. You and Adair are both young, not too far apart in age. He requests that we accept the boy as your future husband and keep him here at the castle. Nein, du gehst zu deinem Großvater. Fertig. The Earl of Ishtar is the closest blood relation that Adair has. He should be regent. As you wish. So, wie ist die Mut? Yielding. Was wollte ich mal? Also Yielding ist ganz gut, aber ich wollte ja eigentlich auch mal Cheerful pushen. Kann Cheerful nicht pushen, ohne Lonely zu pushen. Ich spüre das so ein bisschen, aber was war aber der Skill-Check, den wir machen mussten, um in die Schatzkammer reinzukommen? Das ist eben ein realistisches Spiel, ja. Kann uns jemand sagen, weil ich will nicht noch eine Woche darauf verschwenden, das zu machen. Wenn Charlotte noch hier wäre, könntest du Cheerful und Lonely pushen. Ah, okay. Ja, das sehe ich ein. Demeanor, History, Faith. Ja, machen wir beides nochmal. Push it real good.
You plant your feet in a strong stance, imagining that you are a tree deeply rooted in the earth. You can feel that power within you and know that you will not be pushed aside. You practice focusing your attention on individuals as you pass, letting them feel a brief connection with you before you formally acknowledge them with a nod. Eris, Duchess of Lilla, is now the mother of the Duchess of Mead, the mother-in-law of the Duke of Kegel and the stepmother of the future Duke of Elat. Ich brauche einen Stammbaum, Leute. People somehow call her Nova's Eastern Queen. The Duchy of Sudbury is currently held in regency by Countess Lieke of Dies. Holy shit, niemand versteht das. There's a woman here to see you. She's a musician and wishes crown patronage, which means money. Sabine heißt sie. Age? Fragezeichen. A common musician singing for her supper. Hat einen fantastischen Hut. Your Royal Highness, if you accept me as a member of your court, I will immortalize you in word and song. I have dabbled in musical styles from many countries and can entertain your guests and lighten your evenings. Musicians are often used as secret agents and messengers. They can be useful and dangerous. Ich würde die annehmen, sie hat ein Bild. Assassine! The musician sings a little ditty to demonstrate her skills with the lute. It's okay, but nothing special. Verdächtig. Wir haben das durchschaut, weil wir selbst inzwischen Ahnung von Musik haben. Und deswegen wissen wir, dass sie tatsächlich gar nicht so gut ist. That might mean she has other talents. Well. Test her for secret skills natürlich. You are familiar with the traditions of many locations, yes? Can you also perform accents? Aye, Mom, that I can. What about juggling? I can keep a set of dangers in the air of us. Interesting. I look forward to all you have to tell me. Was ist ein Druckfehler? Soll Daggers heißen? We'll have to talk privately to see how much she knows, but I think she might be useful. Aha, das ist doch mal interessant. Können wir über die reden jetzt? Ja. Your Highness, thank you again for the opportunity. Yes. Now, what have you heard on your travels? What are the people saying about me? I haven't yet had the chance to play at many noble courts, although I intend to. The common people of Nova are wary of you. You are very young to have so much responsibility. If they see you as a grieving child, they will not trust your ability to protect them. Of course, with me at your side, your popularity can only increase. Never underestimate the power of music. Na dann. So, wir sind immer noch Yielding, das heißt kriegen wir noch Boni auf Royal Deminio, History und Faith. Power of Friendship, ja. Das kann ich nicht mehr pushen. Mal kurz wie jeweils immer. Presence auch schon, oder? Ja, ist beides schon gemaxt, also was anderes. Composure, das mal. Und Foreign Affairs finde ich auch gut. Guten Abend, wer hat das Spiel gewünscht? Geisterfuchs hat sich das Spiel gewünscht. Kennst du es, Ratzepaltov? You practice deep breathing exercises, learning to find and maintain a sense of inner calm. You study the relationship of Nova and its nearest neighbors. The borders have been mostly peaceful in recent years, except for the problems with Ixion to the south. However, trouble may be brewing in Pyrias as well. Ups, wo kam der Link her? Ja, weiß nicht. You receive a letter from young Lord Adair. It is an extremely formal letter for such a little boy, thanking you for your wisdom and allowing him to live with his grandfather, who probably dictated every word he wrote. Naja gut. Da würde ich auf Copy and Paste gekommen sein. Macht ja nichts. So. Ich kann einfach gerade löschen, wie ist denn damit? Kann ich das? Nee, kann ich nicht. Nee, das nicht. Nee, kenne ich nicht. Die Musik finde ich sehr anstrengend. Ja, ist auch nicht meins, aber also ist sie noch zu laut? Weiß gar nicht, wie ich es jetzt ändern kann. Andere Sache, wo ihr gerade zu neunt da seid. Schön, dass alle da seid erstmal. Nochmal die Ankündigung für nächste Woche. Montag ab 20 Uhr auf diesem Kanal. Halloween-Sonderstream mit Juniper Junebug an meiner Stelle in Verkleidung. In Verkleidung, die für euch sich zu Mortuary Assistant gruseln wird. Das wird ganz fantastisch. Montagabend Halloween. Und ab Dienstag auf diesem Kanal All Witcher 3, all the time. Es geht los, wir machen es einfach. Witcher 3, mein Lieblingsspiel auf der Welt, wird ab Dienstag gestreamt.
So, wie ist die Mut? Schon wieder lonely, ey. Relaxierende klassische Musik. Schon depressed, oder? Ne, lonely. Conversation Medicine. Na gut, dann machen wir das. Ich finde es doof, dass hier nicht angezeigt wird, was man auf sich hat. Public Speaking müssen wir mal ein bisschen pushen. Und bei Medicine Poison. The first treatment for most ingested poisons is to purge the stomach by forcing the victim to eat powdered charcoal, which can absorb dangerous substances. Certain poisons will counteract each other, such that either on their own will kill the victim, but carefully applying a matching amount of the other will cure. You take deep breaths and practice speaking loudly and clearly, projecting your voice to every corner of a room. You memorize lists and sonnets, then recite them for your teacher and any castle staff she can round up to serve as an audience. Oh, wir haben ein neues Outfit geunlockt. Jetzt geht's rund, Freunde. Staring up into the sky out your window, you notice a strange flash of light. A falling star, pretty. Oh oh. Mood is lonely, das müssen wir ändern, also gehen wir mal auf Pressured. Oh mein Gott, wir sind cheerful, dass ich das noch erleben darf. Bonus to Conversation and Athletics. Here we go, Freunde. Athletics, Running, Climbing, Swimming. Wir rennen mal. Conversation sind wir noch mit Public Speaking dabei. Auf geht's. You practice walking at a brisk but comfortable pace for a set length of time every day. Your teacher asks you questions about made-up nonsense, pushing you to improvise answers smoothly and swiftly without having to worry about them being correct. You read collections of famous historical speeches and practice saying them in convincingly dramatic fashion. Bestell dir mal eine Palette Power Thirst. Power Thirst! I have unpleasant news to report, sagt Fadern. Adair, the young Lord of Elath, has been assassinated. War das der uns seinem Opa geschickt haben? What? He was shot with a crossbow while playing on the grounds of his grandfather's estate. Oh je. Don't Wilhelm ask, don't Wilhelm tell. How did this happen? Where were the guards? This is not the first time such events have happened within the realm of Ishtar. The Earl of Ishtar's first wife and oldest daughter also died under mysterious circumstances. Then his other daughter married young and died giving birth to Adair. With Adair dead, the only family he has left is his second wife and their son Connor, who is 15, John Connor nämlich. Blame the Earl of Ishtar, blame no one. Also jetzt einfach Leute zu blamen, finde ich ein bisschen stramm. No matter what we do, things keep going wrong. Then there's the mother of the Duchy of Elath. By blood, the nearest living heir is Talaris, the Duke of Sedna in Talas. But he's not even a Norvan. One of his ancestors was. Elath is a major duchy. We cannot afford to lose control of it. Ja, nehme Norvan eher dann offensichtlich, ne? Wenn wir es behalten wollen. Klar, here we go. As queen, I have the right to pass the lands of an extinct bloodline to a new ruler, like my mother did with Uncle Laurent and Merva. Teleris is only distantly related and he's foreign. He doesn't count. Who should inherit the Duchy of Elath then? There are a few noble families with a lot of children, too many to inherit all the existing titles. Aris, the Duchess of Lilla, has 6 children. The oldest 3 all have lands already. That's Kevin, the Earl of... Gott, kein Mensch fliegt hier durch, ey. The Earl of Io, Corisande, the Duchess of Mead, and Charmion, the Duchess Consort of Kigal. That leaves 3 others, so all a few years older than me. Das ist ein bisschen wie Game of Thrones zum ersten Mal lesen, also die Bücher. Das ist einfach so, what? Wer sind die ganzen Leute? The Duke and Duchess of Kigal have 7 children, 3 around my age and 4 younger. And they're all Aris's children, so it would be her line. Ja, ich habe keine Ahnung. Random Commoner. Na, das vielleicht nicht. Child of the Administrator from Elath. Keine verdammte Ahnung, Leute.
Weil es irgendwas ist mir egal. So. Jo. Wahrscheinlich hast du gerade mein Schicksal besiegelt, aber Leute, was willst du machen? Mood Lonely. Da muss doch mal pressured werden, oder? Science Yielding, was bedeutet, wir sind dann wieder willful. Oh ja, das ist ja eigentlich ganz gut. Yay, wir sind wieder cheerful. Conversation und Athletics. Warte, Conversation sieht's wie aus jetzt? Public Speaking ist gemaxt. Court Manners und Flattery. Court Manners offensichtlich. Ich bin stolz auf dich, du bist massiv weiter als ich war beim ersten Mal. Oh, danke schön, das freut mich zu hören. Aber ich habe ja auch 100 Stunden Crusader Kings drin, vielleicht hilft das ja doch irgendwie. Court Manners und Running ist gut, bleibt so. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt in den nächsten 5 Minuten. Hashtag not dead yet. You switch back and forth between a brisk walk and a light bouncing jog. Not too fast, you're building endurance rather than speed. You steadily increase the proportion of time you spend jogging with shorter breaks of walking to recharge your energy. Über dieses Stadium bin ich nie hinausgekommen in meinem Leben. You study the traditions of ballroom etiquette, how you politely accept or defer an offer, and how to avoid the impression of attachment to an individual. You memorize the correct title for every servant in the castle. Treating service with respect ensures good service. Ja, zu dem Zeitpunkt war ich auch schon längst zweimal tot. Tja, ihr habt offenbar nicht die Skills to pay the bills, die ich hier am Hof habe. I have more unpleasant news. Junge Vater, wozu bist du eigentlich gut? Soldiers from Talas have crossed the border into Elath and are pushing towards the ducal seat. The Duke of Sedna insists that he is the rightful heir and the territory belongs to him. Wie war denn das mit den 14 Gabeln beim Dinner? Das verwirrt mich. Ja, aber ja, genau. Wie funktioniert das mit den 3 Muscheln? Your newly appointed Duke requests additional military support and supplies. Whatever. You also have some letters. Niemals gute Nachrichten drin. Another letter from Brioni. Why does she keep writing me? We were never even friends. She says she's bored and lonely and she's looking forward to seeing me at Gwenelle's birthday party. Na dann. That's right, Gwenelle is about to turn 15. She'll be Duchess of Sudbury for real now. This other letter must be my invitation to her birthday celebration next week. Gwenelle and I were friends at school and this will be a big event, but it's also a long way to travel. A lot of things can happen on the road. Ja, klar gehen wir zur Party, hey. It'd be good to see my friends. So, Mood ist cheerful, das habe ich mir gedacht. Party Princess. Ach, wir sneaken mal out, wenn wir schon mal dabei sind. So. Mood ist cheerful, Conversation und Athletics. Haben wir Running schon auf... Ne, haben wir nicht. Gut, alles klar. Können wir das so. Dann rennen wir nochmal. You practice jogging solidly for longer stretches of time and learn how much food and water you need before and after in order to keep your body going. You learn the proper techniques and clothing for running in different kinds of weather to avoid frostbite, overheating or disease. To directly challenge someone's honor, oh, wir sind schon bei 70 jetzt, in Court Manners bei 78. To directly challenge someone's honor is to declare war. Never make a public accusation of cowardice, treason, infidelity or murder unless you're prepared to face mortal enemies. And on that note, you study the etiquette of dueling. As a monarch, you are expected to embody the virtues of honesty, bravery and generosity. You should always offer aid to those in need. However, those you aid personally are expected to give you the utmost loyalty even unto death. On your journey to Sudbury, your carriage is attacked by bandits. Fucking hell. Archery and reflexes failed. You look down in shock at the arrow which has buried itself in your side. Outside you can hear screams and curses, but it feels unreal. Your world is centered around pain. Oh oh, Leute, ich glaube wir sterben jetzt. You struggle with the arrow, afraid to pull it loose. Schon wieder gefailed. You heard a story of unfortunately... Wah wah. This only drives the arrow deeper into your vital organs, turning a painful wound into a fatal one. You are dead. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich den Battlefield Medicine Check nicht geschafft habe, weil das habe ich studiert. No! Ja, sie hatte so viel Leben vor sich und in sich.
Elodie did not survive to reach a coronation. Nova would have to go on without her. But it doesn't have to end this way. Make different choices, train different skills, and Elodie's star may rise again. Nur nicht weit genug. Gut, ist noch früh genug. Ich würde noch mal eins machen, ne? I took an arrow. I used to be a princess like you, but then I took an arrow to the hip. Alles klar, Leute. We're almost home. Your room is just the way you left it. Well. Outfits übernimmst du übrigens nur. Ach, richtig, haben das Ausfit auch gar nicht ausprobiert. I know it's hard to leave your school and all your friends, but I've arranged the best possible tutors for every subject. Das hatten wir schon. Also, lernen. Also, guck mal nochmal ein Outfit. I've played this before. Dankeschön. Sieht nicht so aus. Kein anderes angeboten, das ist doch seltsam. Wir hatten noch eins freigeschaltet, wurde mir doch gesagt. Na gut. Also kein anderes Outfit für uns. Ist falsch in Erinnerung? Man kennt das, spontane Pfeilung und Vergiftung und so weiter. Prinzessinnen haben es nicht leicht. Ja. Also Mut ist offensichtlich depressed. Das heißt, wir lernen weiterhin depressed-Kram wie Expression und Animal Handling. Also Expression machen wir diesmal. Machen wir Decoration. Und Animal Handling machen wir mal was mit Pferden. You discuss the nature of beauty, looking around at landscapes, objects and people and comparing their aesthetic elements. You walk around the stables, meeting the royal horses, learning about their breeds and the names for different parts of their anatomy. What's all that noise outside? Das ist wieder die mutmaßlich böse Tante. Und unser Goatee-Onkel. Was bedeutet das noch mit den roten Augen in der Anime-Kultur? Gehen wir gleich mal zu ihr. Das haben wir, glaube ich, schon mal gehabt. Oh, nee, doch, haben wir, glaube ich, schon gehabt. Afraid. Bonus to Agility und Faith. Na, dann machen wir auch das. Agility. Reflexes. Und Faith. Lore finde ich auch nicht schlecht. Haben wir schon ein paar Mal vergeigt. Only a lumen can channel magic and only with the help of an attuned crystal. The ability to control a crystal seems to be inherited, so crystals can be passed from parent to child upon the lumen's death. Your teacher walks around you. Das hat man schon gehabt. Okay. What's that commotion outside? Father, what's going on? Okay, sie nun. Also das ist immer so, dass sie am Anfang kommt und Beef mit Vatern anfängt. Wir lassen sie natürlich wieder bleiben. So, die Mood is afraid kann so ruhig bleiben, aber wir sollten ein bisschen cheerful, wollten wir sein vielleicht. Aber wir reden mit ihr. Outfits are unlocked after gaining 25 points in each skill group category. Wearing an outfit boosts each of the 3 skills in said category plus 10 points. Which is useful as an extra push to pass skill checks. Okay, interessant. Gut, das kennen wir schon. Ich habe den magischen Kristall und deiner ist in der Schatzkammer. Das ist klar. Immer noch afraid, dann machen wir gleich da weiter. Neues Outfit? Ja, eben nicht, ne? Hat ja nicht geklappt. The kings and queens of Nova have all been lumens for centuries, but in modern times, magic is only used for ceremonial occasions and the direst of emergencies. Aber diesmal hast du den Lord-Check geschafft und sie musste es nicht erklären. Oh, richtig. Long ago, the continent of Borealis was ruled over by a single witch king until a rival line of lumens challenged for the crown. The resulting war went on for 100 years with powerful spells that damaged the land so badly that even now no plants will grow. You practice with a jump rope to increase the speed of your footwork. You practice solo tennis, hitting a ball against the wall repeatedly in order to train your hand and your eye to react. You know, you may now play sports on the weekends. Sport. Hatten wir schon. Hier die Schlange wieder. Hold still, verdammt. Ja.
Die wird wieder gebissen. Kennen wir schon. Jetzt hatte man schon Pago, zweite Platte, zweites Stück und tschüss Pago. So, wie ist die Lage? Current Mood Afraid. Okay, wir können mal langsam Richtung Angry gehen. Wie werden wir Angry? Indem wir zum Beispiel ins Dungeon gehen. Oder Sport machen. Okay, was ist Willful? Willful wäre nicht verkehrt. Können wir also mal ins Dungeon gehen. So, immer noch Afraid. Na gut. Lass mal Reflexe maxen. Das kann echt nicht schaden. Legend had it that long ago a horde of Yeveni on the back of tentacled monsters rode into the Valley of Mead, laying waste to all in their path. Their conquest was only halted when a Lumen raised a great flood to drown the invaders. We practiced running at high speed back and forth over a small area, making quick turns and changes in direction. Current Mood ist immer noch afraid. Okay, dann lass doch mal... Ja, nochmal in die Dungeons gehen. So, jetzt sind wir nämlich Willful. Den Kopf etwas nach rechts im Menü, dann hast du das rosa Kostümchen an. Also im Menü, können wir gleich mal gucken. Also, Bonus to Intrigue, Military, Lumen. Das heißt, wir pushen Intrigue und Military. So, das hatten wir alles schon. We have a Duke of Sedna. Ah ja, okay, das ist wieder der Typ, der mir das Armband schenkt. Und ich kapiere natürlich wieder nicht, dass er damit meine Hand anhält. Das hatten wir auch schon. So, immer noch Willful, immer noch Intrigue Military. Oh, weiter damit. Lernen, lernen, Propanen. As you're walking, you spot a familiar figure in the palace gardens. It's the Duchess of Ursul. Maybe I should go and say hello. Ah, das kennen wir schon, alles klar. Die hängt mit der Priesterin rum. Looks like she's busy. Alles klärchen. Da haben wir die Gestalt, die über die Dings geht. Ich habe Klettern nicht studiert, das heißt, das ist Quatsch. Also rufen wir die Wachen. Mut ist immer noch willful. Kann eigentlich doch ein bisschen yielding sein. Jetzt sind wir Lonely. Bonus of Conversation und Medicine. Ah, Reflexe geschafft. You swiftly step aside and let her pass. Cool, wir haben sie uns diesmal nicht vor dem umrennen lassen. Keine Ahnung, was das bringt. Comes and pressured gehen. Obwohl, Lonely ist ja nicht so schlecht eigentlich. Sport +1 Angry, -1 Lonely. Ja, pressured wäre schon ganz gut. Muss ja irgendwie die Frau zum Kiosk binnen 5 Minuten, alles klar, dieses Spiel. Achso, das Spiel ist ja gut, das hat der Geist der Fuchs sich gewünscht, ne? Also er hat das schon scheinbar schon oft gespielt.
So, wir sind Yielding, Bonus to Royal Demeanor, History und Faith. Here we go. Gehen wir auf Elegance. You practice walking along a narrow rail, taking each step carefully and focusing on your balance. Das kennen wir schon. So, das ist wieder Johannes Gutenberg. Der möchte die Druckerpresse finanziert haben. Die Musik würde mich auf Dauer, glaube ich, irre machen, aber sowas kann man ja ausschalten. Ja, ich bin jetzt auch nicht der größte Fan, aber ich komme noch damit klar. Mut ist Yielding. Wir können auch mit Vatern reden. Nein, erstmal mit Ursel. So, wie kriege ich mal einen Nomenkristall? Hatten wir schon gehabt. Vatern hat ihn. Scheint mir schon auch wichtig zu sein. So, Royal Demeanor und History. Machen wir einfach so weiter. You practice standing and walking with books balanced on your head. You practice the elegant way to hold and sip from a teacup, your pinky slightly extended for balance. Das hatten wir schon. Jetzt kommt er wieder mit... ne, Quatsch, er will... wir haben diesmal natürlich kein Militär... Doch, mit Strategie haben wir gelernt, oder? Ja, egal. Okay. Military war erfolgreich. Das heißt, wir machen es wieder so. Zack. I'm considering it. I just like jewelry. Not at all. But I appreciate presents, doesn't everyone? If you say so, Your Highness. Okay. Diesmal lief das Gespräch anders, weil wir ja diesmal Courtman erst geschafft haben. Mut ist lonely. Wir reden noch mit Vatern. Du darfst nicht an den Kristall ran. So. Current Mode ist Willful, Bonus to Intrigue und Military. So, Internal Affairs haben wir jetzt schon ordentlich geballert. Und Strategie sind wir auch wieder gut. Schlacht lief wieder gut. 824 Tote, naja. Mut ist angry. Reden wir erstmal mit der Juliana. Ach krass, das ist gemaxt. Das ist natürlich übel. Das ist ja bitter. Ich habe 47 und dann darfst du nur bis 50. Kriegst du ja vorher nicht gesagt. Das heißt, ich habe jetzt im Prinzip eine Woche verschwendet. Unschön. So, Monster im Wald gesichtet worden. Wieder alles verkackt. Mut ist willful. So, wir versuchen das mal. Counting Presence. Counting und Presence. Man muss aber schon sagen, dass Alex eher eine wütende Prinzessin zu sein scheint. Das ist jedenfalls ein gewisses Muster heute Abend. Ja, ich bestehe ja nur aus Rage, wie Leute, die mich wissen, kennen, wissen. Er nur wieder. Flattery failed.
Nein, danke. Immer noch zu alt. Court Manners immer noch failed. Mit den pinken Haaren wäre ich aber auch wütend. Oh, ich weiß nicht, Jama, die würden nicht auch hervorragend stehen. Stimmt nicht. Ah, ich weiß nicht. Was haben wir ein bisschen Yielding pushen? Die gehen wir zum Hofe. Sind wir jetzt angry oder was? Ja. Weapons und Military. Ja, auf jeden Fall mal Schwertkampf lernen, ne? Also, oder Bogen diesmal? Schwert ist, glaube ich, schon wichtig. So, da haben wir die Frau, die den Kevin getötet haben soll. Wir haben allein ein Schloss. Partial Success. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch schon. Weißt du was? Diesmal schaffen wir sie mal ins Gefängnis. Damit er nicht die Kirche durchschneiden kann. Muss ja nicht immer alles gleich laufen. You have tried to murder a noble of my domain and I have no reason to believe you wouldn't do it again. You will be imprisoned for the rest of your life. You'll not have me. All of a sudden she breaks loose from her guards and rushes at you. In your court dress you are unarmed. You grope for a weapon and find only a heavy golden ornament which you hurl in her direction. The missile flies wide of its mark. Before you have a chance to do anything else, your personal guards step into action, cutting the woman down before she can endanger you. Her lifeless body lies bleeding on your carpet. Naja, gut. Clean that up. Gut, wir haben es versucht. Angry. Was ging da von Angry Afraid? Gehen wir mal ins Dungeon. Ins Castle. Bleiben angry und kriegen Bonus auf Weapons und Military. Na dann. Wie viel jetzt nochmal Logistics schon gepusht? Noch nicht ganz. Können wir machen. Da ist die Eule wieder. Divination failed, Falcons failed. Crowdfunding, wer war sie nochmal? Genau, jetzt für ein Hospital. Failed. We are not interested. Na gut. Hat sich nichts geändert. Wir sind angry, wir wollen mal nicht so angry sein. Gehen wir mal nochmal auf Explore Castle. So, jetzt sind wir lonely, ne? Ne, depressed. Bonus to Expression und Animal Handling. So, wir sind auf Pferde und lassen mal Instrument machen. You learn about caring for horses, grooming with different brushes and keeping hooves free of stones. You learn about the different pieces that go into saddles and bridles, how to check for signs of wear and how to equip and adjust them on a horse. Für 14-Jähriges besonders Marientaktiken ein, wenn nicht sogar der Schwerpunkt im Tagesgeschäft. In diesem Modus gesprochen wie jemand, der noch nie im Leben eine Königin war. Natürlich ist das so. Festival of the Good Lady is approaching, public celebrations und so weiter und so weiter. There will be dancing, give a speech. Na klar machen wir das. Okay, das ist immer noch alles dasselbe. Sagt die Mut. Afraid und ja, Lonely ist nicht so gut. Ich würde ein bisschen cheerful sein vielleicht. Vor allem, weil Herrscher eines Bergkönigreichs ohne Seezugang ist. Wir kennen sie nicht, die Liechtensteiner Bergmarine. Ja. You take them to the court for a few games of tennis. Feel the thrill of competition. So, wir sind jetzt wieder angry. Bonus auf Weapons und Military. Naja, gut. Also Weapons mache ich auf jeden Fall, weil ich weiterhin Schwertkampf und bei Gelegenheit auch Bogenschießen können möchte. Lass mal Archery machen, komm, bevor wir wieder vom Pfeil erwischt werden. Das war ja offensichtlich wichtig.
Erstaunlicherweise nämlich Archery auch im Pfeil ausweichen, was ich zwar so nicht gelernt habe, aber okay. Und wo ist denn Dance? Dance. Ist die besonders schlecht gerade oder so? Nö, immerhin. Dann nehmen wir eine Tanzstunde, komm. You learn how to twist and wax bowstring from a variety of fibers. You practice curtsying, standing and walking across the floor in a graceful manner. Lead the parade, aber ohne Speech. Polearms sind Stabwaffen wie Hellebarde oder so. Ja, Polearms sind Stangenwaffen. Oh man, alles gefailt. Brandmood angry, ne? Es muss weniger angry sein. Ich muss also mehr afraid sein, also gehe ich wieder ins Castle. Willful, bonus to intrigue, military lumen. Here we go. Wie weit sind wir denn mit Internal Affairs? Schon 50, alles klar. Ah, krass. Strategy und Logistics sind schon gemaxt, also Naval Strategy. Flexibility A für das Schlafgeschmack, Knickknack. Junge, sie ist 14. Are you ready for the grand ball? All the nobles in the domain are here to see you, to see their queen. Gulp. You finish dressing and descend the stairs to make a grand entrance. Jetzt kommen wieder die Millionen verkackten Skillchecks. Presence failed, Intelligence failed, Composure failed, Decoration failed. Erbärmlich. Ich meine ja, dass sie bis aufs Hochbett kommt, so mit Doppelachsel. Ha, ja, gut. So, diesmal nehmen wir ungefähr jemanden in unserem Alter. Warum nicht? Komm. You approach Lidley, the second son of the Duke of Kiga. He's about 2 years older than you and he was always nice to you at school. He bows to you with great courtesy and you begin to dance. Dancing with a real partner ist schwierig. Und Trip over your own feet. Oh, ey, ich habe Tanzstunden genommen, was soll denn das? Okay, es ist wirklich wie ein Souls-like, weil egal wie man sich bemüht, man schafft es trotzdem nicht und es ist mitunter frustrierend. Das hatten wir schon. Adele the Sportswoman. Try again. Geht gut. Eventuell das normale Pferd sind fast nichts zu können. Nicht, wenn du Königin werden willst. So, wie ist die Mut? Willful. Ja, das ist ja eigentlich ganz okay. Git Dancing. Ja. Ich möchte gerne mehr cheerful sein. Da ist 14, aber ich will es jetzt auch spielen. Da ist 14 schon fast viel zu spät. Ich kann auch ein paar und 40 nicht tanzen. Ja, also zumindest nicht so. So, wir sehen willful aus, so ist es. Also Intrigue will ich auf jeden Fall weiter studieren. Naval Strategy finde ich eigentlich Quatsch. Worauf ich denn Abzüge? Royal Demeanor, History, Economics. Lass mal Court Manners machen, das kann echt nicht schaden. Ich bin Samstag auf dem historischen Tanzball in Wuppertal und ärgere mich schon etwas, dass ich nur 20 der Tänze dort kann. Nur 20, ist ja erbärmlich. Pirates are once again operating out of AUKUS, although they're currently sticking to the northern seas and no threat to Nova. However, if they turn to slave raids, the Borrelians may be quite vulnerable. Hatten wir schon... Ah, okay, jetzt ist hier unser Vater mit Siren unterwegs, der mysteriösen Frau. Piraten! Ja, ich finde immer noch... Presence failed.
Intrigue-Success hatten wir eben auch schon. Ja, bla bla bla, Assassins. Ja, more guards. Wir haben letztes Mal more Training gemacht. Need more guards, I have to be safe. As you wish. Mut ist willful. Okay, ich würde gerne ein bisschen cheervoller sein. Nicht lonely, oder? Ja. Conversation und Medicine. Medicine übrigens, ganz gut eigentlich. Adjustments to the Royal Budget. Ja, Steuern hoch, ist doch klar. Mood is lonely, das ist in Ordnung. Das heißt, wir können mal... Achso, was haben wir gebraucht? Ich habe schon vergessen, Accounting und Presence brauchen wir. Um da... Cheerful. Deutet, Conversation und Athletics sind gut für uns. Ja, Athletics haben wir auch noch gar nicht gemacht. Presence geht auch. Und was ist das andere? Accounting. Müssen wir irgendwann mal machen. Machen wir jetzt mal. You brush up on basic mathematics with the help of an abacus. Abacus, wie auch immer. Ah, jetzt haben wir den Typen, der von Dämonen besessen seine Frau erwürgt hat. Ich fand es immer noch richtig, ihn einzusperren. Machen wir. So, wie ist die Stimmung? Angry will ich nicht sein. Also müssen wir auf Afraid gehen. Wahrscheinlich Lonely, ne? Ja. Conversation Medicine. Oder mal einfach weiter mit dem, was wir gemacht haben. Worauf kriege ich Abzüge? Penalty to Royal Demeanor, das ist schlecht. Intrigue und Faith. Also dann machen wir das hier nicht. Gehen wir auf Conversation und da auf Public Speaking. Accounting machen wir erst noch weiter. You study the manipulation of larger quantities through direct calculations using written numbers instead of an abacus. Ja, da ist er wieder raus. Explodiert. Jetzt explodiert, naja, vielleicht nicht ganz. Mood lonely. Was können wir ändern? Jetzt ist die Mood depressed, oder? Nee, yielding. Yielding. Bonus to Royal Demeanor, History und Faith. Also Presence und History und Faith. Oh, Lore, das schadet nichts. Oh. War Lore schon so weit oben? Scheiße. Schlecht. Na gut. So, Fabian ist tot. Das heißt, das machen wir mit seinem Lord Adair.
Diesmal schicken wir uns unserem Onkel. Mal gucken, was dann passiert. Mood Yielding. Habe ich nicht so richtig eine Meinung zu. Immer noch nicht geschafft. Okay. Jetzt sind wir angry. Scheiße. Weapons of Military. Na gut, Weapons schadet ja nichts. Ja. Military sind wir schon fast voll. Lass mal Economics weitermachen. Ich verabschiede mich mal, muss noch an der Weltherrschaft in CK3 arbeiten, sollte bald an die 50% kommen. Ja, sehr gut. Ist ja quasi dasselbe Spiel. Viel Spaß noch, schön, dass du da warst. Und denk dran, Montag Halloween-Sonderstream ab 8, ab Dienstag Witcher 3. Bada bing, bada boom. You learn that even the smallest of villages has a central market where locals can trade what they have grown or made with others who have different skills. There's a woman here to see you. She's a musician, eine Musikerin, ist klar. Hallo. She's actually pretty good, denke ich, weil ich diesmal keine Ahnung von Musik habe. Ja, dann nehmen wir sie halt als Musikerin, whatever. Modus Angry, ich will das nicht. Okay, dann gehen wir wieder ins Castle exploren. Also, Conversation, Medicine. Conversation können wir mal Public Speaking ein bisschen pushen und Medicine auf jeden Fall. Jeden Fall Battlefield Medicine. You learn that latrines, food waste and burials must be kept far away from living soldiers to avoid spreading disease. Holes should be dug deep and covered after use. Das ist neu. Okay, young Adair. So far he's enjoying himself with your Uncle Armand in Mazomba. He says the trees look different and there are a lot more frogs. He looks forward to visiting the lookout fort at Shepherd's Point. Na immerhin. Hatte diesmal keine Armbrustbolzen im Gesicht, das ist ja schon mal ein absoluter Fortschritt gegenüber der anderen Timeline. Lonely. Ist auch ein großartiges Spiel mit hohem Wiederspielwert. Ja, das glaube ich gerne. Die Dungeons. Jetzt yielden wir wieder. Okay, Royal Demeanor, History and Faith. Okay, Royal Demeanor geht alles. History geht auch alles. Das ist ja fast in die Ecke. Ja, Mensch. Mood Yielding. Ja, kommen wir raus und dann sind wir nicht mehr so Yielding. Sondern wir sind Lonely. Conversation und Medicine. Conversation. Nicht Courtman, lass uns mal Flattery machen. Flattery und Poison. I have unpleasant news to report.
Talaris, the Duke of Setna, has instituted high tariffs and trade restrictions at the Elath border. Business is disrupted and there are growing shortages of supplies. Test economics failed. Send emergency aid, ja klar. Then the Royal Treasury will pay to keep the people fed. Very well. Mood is lonely. Oh, das war ziemlich. Wir müssen mal ein bisschen pressured machen. Da muss man wohl auf jeden Fall in den Hof. Oder die Bracken. Immer noch Conversation and Medicine. Das heißt, wir machen Flattery und Poison. Visual elements are best to flatter on first meeting. They are expected to be noticed right away. If you've spent more time with someone, suddenly complimenting their attire will ring false. Neues Outfit, das probieren wir gleich mal aus jetzt. Certain poisons will counteract each other, such that either on their own will kill, das hatten wir schon. If a victim is stabbed with the poison spine of a sea urchin, the spine must be removed carefully and the affected area soaked in very hot water in order to cook out the poison. My lady, there are letters for you. Das kennen wir schon. Oh, gleich geht's zur Geburtstagsfeier, Leute. Gucken, was diesmal überleben. Wir machen das auf jeden Fall. Oh, das ist cheerful. Hervorragend. Das wollen wir auf jeden Fall unterstützen. Das heißt, wir gehen noch ein bisschen spielen. Yay, Outfit. Komm jetzt aber. Aha. Tea-Dress boosts Conversation. Leute, wir haben ein Outfit. Und was für Wunderbares. Man, dieser Hut ist ja allein schon klasse. Gut. Das heißt... Conversation... Cheerful egal. Hauptsache das Bier ist full. Conversation kriegen wir jetzt einen Bonus. Nice. Skillchecks ist mir absolut. Entweder du hast die Skill auf den richtigen Werten, schaffst du nicht, ist Check 60 und du hast 59,97. Ist das ein Fail? Ja, so hatte ich mir das ungefähr gedacht. Conversation und Athletics kriegen wir einen Bonus. Conversation können wir jetzt wieder alles pushen, weil wir über 25 sind. Athletics sind wir noch gar nichts, da müssen wir auf jeden Fall mal anfangen zu laufen. Memorized, das hat man schon. Das hat man auch schon. Haben wir auch schon. Essen. War das schlimmer als trinken? Okay, Leute. Unser Carry is attacked by bandits. Schaffen wir es diesmal? Ich fange kein drittes Spiel an, das habe ich jetzt schon. Luckily your bodyguards are well prepared for such an event and managed to drive off the attackers. Ach, richtig, ich habe ja Bodyguards gewünscht. Top. You're inconvenienced and annoyed, but not harmed. Yes, wir sind weitergekommen, weil wir uns Bodyguards gewünscht haben. Gwenelle's party is lovely, not nearly as glamorous as your own upcoming birthday will be, of course, but it's still a major event on the noble social calendar. Everyone who is anyone is present. Uncle Lauren and your younger cousins are here, but Charlotte and her mother are not. Apparently Charlotte was ill. Das war auf jeden Fall ein harmloser Schlangenbiss. Ja, für viele Sachen gibt es mehr als eine Lösung. Ja, wäre auch schlimm, wenn nicht. Aris, the Duchess of Lilla, is present, but she somehow always manages to avoid talking to you when you draw near. There are refreshments and dancers and musicians and polite conversations, and one or two not so polite. Legal Countess of Dis will not be shoved aside. Wer ist das? 35 Jahre alt. Former husband Yannick, deceased. Husband Bennett. Daughter Gwenelle. Son Enciat. Divorced her first husband as soon as she gave birth to his heir Gwenelle, then married Bennett. Bei dem Magiekram ist zumeist ziemlich exklusiv. Wäre das auch irgendwie nachvollziehbar? Gwenelle, Duchess of Sudbury. 15 Jahre alt. Mother, it's my domain now. I need space for myself. You have your own lands to manage. Just because you're of age doesn't mean you know everything, young lady. You need my advice. This is my home, and has never been yours. Before you can back away, their gazes fall on you. They wait expectantly for you as near queen to settle the dispute. Flattery failed. Side with Gwenelle, side with her mother. Boah. Ach, da Gwenelle schon recht. Wird schon, was er tut. You heard her, she's an adult now and she's in charge here. Age solidarity, genau. Sehr gut, sind wir uns alle einig. Thank you.
Is this what your father will face upon your coronation? Cast aside without another word? Scissors before Mrs. He's not going to like hearing that, is he? A bit later, Brioni catches up with you. Brioni. 16 Jahre alt. Heir to the Duchy of Mead. Hello, Elodie. It's so wonderful that you're going to be queen now. I mean, I'm sorry about your mother. Thanks. But think of the opportunities you're going to have. You're so lucky. That's an odd way of putting it. Anyway, I was wondering, now that you're almost queen at everything, have they told you all the secrets? What secrets? Like how to get into the old palace. I've heard it's packed full of treasure. Old palace? Failed. The one at Cathro Lake, where the kings and queens of Nova used to live. I don't know anything about it. Oh. She bites her lip and frowns at you. Well, never mind then. She walks away, so much for wanting to talk to you. At the end, you all share a pleasant meal and prepare to return to your various lands. Na gut. So, wir sind cheerful, das ist gut, das kann so bleiben. Was Neues zu sagen? Nein, kriegen wir schnell hin. Also, Conversational Athletics. Ja, Public Speaking und Running nochmal. Jo. Matters have come to a crisis. Aris, the Duchess of Lilla, has declared civil war. What? Apparently, she feels that you are a weak leader, unfit to be queen, and has managed to sway several others to her banner. Who is against me? A number of minor earls and countesses, the Duchess of Mead and the Duke of Kiel. The situation in Hellas and Marie is less clear. What fire forces can she muster and what are we still holding? We have 5 battalions and 1 platoon. The naval side is of course useless in this conflict. By my estimate, Aris can field 4 battalions and 1 platoon. To her banner, you only have an army, she has a hulk. That's not good. It will come down to a question of strategy. There are ways to increase the number of soldiers you have available. You could offer to pardon various imprisoned criminals in exchange for military service. Klar. Oder? Andererseits, wir haben eigentlich genug. Andererseits ist ja eigentlich sinnvoll, ne? Dann liegen jetzt im Gefängnis nicht auf der Tasche. Können sich mal nützlich machen fürs Vaterland. Warum nicht? Komm. Alright, let's do that. Criminals probably already know how to fight. Very well. Forces are in motion, but they will take time to reach their peak. Sind noch cheerful, finde ich gut. Das können wir noch pushen bei der Gelegenheit. Pressured vielleicht. So, machen wir noch einmal Flattery und einmal Running. Ich fände das schon so als Kombination ganz gut. Cheerful Civil War. Yay! Small personal details help make the recipient of your flattery feel that you've truly noticed them, which is always better than a simple, how nice you look. Most people want to believe that they are successful and well-liked more than they want to believe that they are handsome. Play to these beliefs and they will be inclined to enjoy your company, even if they should know better. You practice jogging solidly, das hatten wir schon, alles klar. The negotiator for the rebels has arrived to speak with you. Surrender now and I will be lenient. We are not here for our surrender, we are here for yours. You have one chance to avoid needless bloodshed. Agree to marry one of Duchess Aris's sons. She will become your regent and guide the domain into stability. You will be allowed to maintain a figurehead title. Like, fuck no? I am the queen and I will not give in to threats. Since we cannot come to an agreement, we will meet you on the battlefield. Fine. Es müsste vielleicht nochmal Militär studieren, fällt mir gerade mal so auf.
Das heißt, ich gehe jetzt mal auf Willful und auf Depressed. Genau, Skills, Willful, Intrigue, Military. Wenn ihr das Militärstudieren jetzt einfällt, oh je, wir haben schon ein bisschen, guck mal hier, wir sind schon ziemlich gut. Wir müssen tatsächlich Naval Strategy studieren, bevor wir die anderen weitermachen können, aber das ist ja okay. Und Intrigue müssen wir Ciphering mal machen. Also Naval und Ciphering. Aber Naval Strategy bringt ja noch gar nichts gerade. Ja, aber das vergiss das Military Outfit dann nicht für plus 10, habe ich doch gar nicht. Ja, klar, aber ich muss das machen, bevor ich die anderen strategischen Sachen weitermachen kann, weil ich sie erst auf 25 bringen muss. You practice shifting substitution ciphers where each letter is replaced by one a few steps further along the alphabet so that cake and pie becomes. Wir haben jetzt ein neues Outfit, vielleicht ist es das. War rages for control of Nova. Ich denke, sie sollte im Erdbergkleid in die Schlacht gehen. Ja. As defending queen, you are required to take personal control of your forces. Battles are won and lost, fallen soldiers decorating the landscape. The final outcome shows how fearless she is. Is a victory for your side. Your forces sweep through rebellious duchies and are met with cheers by the local population. Aris, the ringleader, is executed and the other rebels forced to pay tribute to keep their holdings. Of course, there's also a cost paid in lives. Your medical training helped you to preserve the lives of some of your wounded soldiers and their captive foes as well. Total casualties are 1.25 battalions on your side and 1.5 battalions among the rebels. All hail the Queen, long live the Queen. Of course, there are no more rebel soldiers now, they are once more your loyal subjects. Okay, vielleicht müssen wir einfach nicht im Militär studieren, weil wir haben den Krieg gewonnen. Also was soll jetzt noch kommen? Ich gehe davon aus, dass immer ein Bürgerkrieg an der Stelle kommt. Weißt du was, wird Zeit, dass wir noch versuchen, in die Staatskammer zu gehen. Wir haben Presence inzwischen ziemlich gepusht. Partial success. You order the guards to step aside and let you into the treasury. They waver slightly, but in the end they stand by your father's commands. Na gut. So, New Outfit. Guck mal hier. Uniform boosts military. Das ist sie und sie ist fantastisch. Aber wir haben militärisch gerade eigentlich schon alles gerockt, deswegen würde ich es jetzt nicht. Das heißt, mal gucken, was wir haben. Bonus to Intrigue und Military. Gut, wenn ich jetzt schon einen Bonus drauf kriege, dann mache ich vielleicht noch einmal Strategie und einmal Ciphering. Aber weiß ja nie. You practice random substitution ciphers where the normal alphabet is replaced by one in jumbled order. This is harder to decode, but most people need a written substitution chart to read or write it, and that chart can be lost or stolen. You practice complex transposition ciphers where messages are written down in columns or lines and then reorganized into scrambled words. This means that both an encoded and a plain text written copy exist, which can be insecure. Unlocked a new outfit. You study the power of ranged weapons from arrows to thrown fire and sand and how the threat of such attacks can shift the enemy's response. You study the use of cavalry in battle as well as the costs and benefits of traveling with large animals. Nice. Things have been so unsettled lately. Everyone's on edge. We need something cheerful. You could hold a tournament. What a good idea. Knights, jousting, musicians, all sorts of competitions. Everyone loves a contest. What will you offer as prizes to the winners? Status and praise offensichtlich, dafür macht man das doch. Being declared to be the best in front of the entire domain should be prize enough for anyone. Very well, I will draft the announcements. You leave into his work. As you move through the hall, your eye falls upon a vase of flowers. Pretty, but apparently not getting enough water. The leaves on one blossom have shriveled. Alles gefailt. Someone on hall duty is being lazy. Those flowers should be replaced. You continue up the stairs to your room where a maid is waiting for you. My lady, a gift has arrived from Kigal. From the Duke? No, my lady. A merchant house, I believe. It was sent with a shipment down the Kavala River. Oh. You tear open the brightly colored paper to find chocolates! Okay. Production and trade failed.
Scheiße, das ist Gift, ich sterbe jetzt. There's a little card with a box with our compliments, the House of Krelat. Court manners failed, dogs failed, composure failed. Nein! You pop one of the chocolates into your mouth. Mmm, delicious. +1 tot. Suddenly you feel very cold. The world seems darker, colors less bright. Poison, partial success. I think these chocolates are poison. Get me some charcoal. But try as she might, your mate is not able to save you. Wah, wah, wow. Oh Mann, also Tod durch Schokolade ist schon ein bisschen deprimierend. Well. Oh Lord, wie sieht das aus? Also, oh Gott, was will denn? Nein, geh weg. Aber 2 lustige Durchläufe. Ja, auf jeden Fall. Kann man nichts sagen. Schlacht gewonnen, Krieg verloren. Ja, gut. Ja, hervorragend. Das war doch ganz lustig. Wir danken Geisterfuchs für die 50.000 Kanalpunkte für dieses Spiel. Das ist tatsächlich ein sehr lustiges Spiel. Da werde ich bestimmt irgendwann noch mal rangehen. Ja, und wie gesagt, hier geht es weiter. Erstens, vielleicht gibt es am Sonntag spontan Stream, weiß ich noch nicht. Und wenn ja, dann entscheide ich was. Zweitens, definitiv, Montagabend, 20 Uhr, Juniper Junebug in dem Halloween-Sonderstream mit Mortuary Assistant. Und ab Dienstag Witcher 3 all the time. Jeder Tag ist Witcher-Tag. Ab da auf diesem Kanal für die nächsten Wochen und Monate machen wir uns nichts vor. Und bis dahin wünsche ich euch einen fantastischen Start ins Wochenende. Seid exzellent zueinander, passt auf euch auf. Und ich schaue mal, ob ich euch noch irgendwo reinraiden kann. Jetzt kriege ich ein Achievement angezeigt. Das ist ja seltsam. Okay, raiden ist irgendwie nicht. Ja, nee, dann einfach so. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Und passt auf euch auf. Esst keine vergiftete Schokolade. Ciao. Oh. No. So muss das sein.